Was geht ab, Fighters? Willkommen zu einer neuen Runde. Heute wieder zu einer Special Guest Runde, denn heute haben wir einen weiteren Hochkaräter da. Heute sitzt er zu meiner linken Seite. Er ist einer der berühmt-berüchtigten Dulatovs. Sein Gesicht ist bekannt. Er ist Geschäftsmann, Kampfsportler und vor allem aber auch ist er der große Bruder. Eine große, große Verantwortung, die er tragen muss. Welche es ist, werden wir gleich dazu kommen. Darf ich euch vorstellen? Herzlich willkommen, Djibril Dulatov. Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist, Djibril. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung, Leute. Ja, und zu unserer Rechten haben wir unseren UFC-Fighter, unseren Smash-Brother, unseren First-Round-Finisher, Punisher und vor allem unseren Ripper. Herzlich willkommen, Islam Dulatov. Herzlich willkommen, ich selber klatschen. Peace, Leute, was geht ab? Ja, schön, dass du da bist, Djibril. Schön, dass du die Einladung angenommen hast. Ich habe letztens schon in der letzten Special Guest Runde hatten wir ja auch die Engizek-Brüder hier. Ja. Haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Wie ist es für dich, hier zu sein, im Podcastraum zu sitzen und jetzt mal in 3 Konstellationen hier ein bisschen zu sprechen mit Islam zusammen? Ich finde es total cool, wie das hier alles aufgebaut ist. Finde geil das ganze Konzept und ja, ich finde es alles super hier, bis auf den jungen Mann gegenüber. Der ist halt sauer auf mich, aber der hat auch nicht gegessen heute, deswegen der ist am Fasten. Und ich habe 1 Stunde auf ihn hier gewartet. Oder 2. Kommt das öfter vor? Ja. Aber normalerweise umgekehrt. Seitdem der 1 da ist, ist der unerträglich. Ja. Hast du heute schon mal mit dem hier gesessen? Ja. Du sitzt ja schon ein bisschen mit ihm, ne? Ja. Hast du mal darauf geachtet, dass wenn er sein Handy in die Hand nimmt, dass man mit dem nicht mehr reden kann? Ist irgendjemand aufgefallen? Wenn du mit dem redest und er hat sein Handy an, der hört dir nicht zu, ne? Das ist mir tatsächlich noch gar nicht aufgefallen. Du glaub mir, was ich sage. Wenn du denen eine Sache erzählst und du den das nach 2 Minuten wieder fragst und das Handy aus der Hand legst, dann sagt er, ich weiß gar nichts davon. Weißt du, einer spricht, der nie sein Handy loslässt. Weißt du, der ist ja meiste Zeit, 90% von seinem Leben ist der im Handy drin, weißt du? Aber okay, 40. Komm, wir haben alle unsere Krankheit. Ja, gerade mit der neuen Zeit. Wir sind alle krank. Das ist gut, dass ihr das erwähnt, da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Mein Name ist Maxim, willkommen bei den Smash Brothers. So, heutiges Thema wird sein, ähnlich wie letztes Thema, und zwar Brüderlichkeit, beziehungsweise die Bruderliebe und Familie. Brüderlichkeit bedeutet mehr als nur gemeinsame Erinnerungen. Sie ist ein Band, das in den schwersten Zeiten auf die Probe gestellt wird. Eine Familie, die ihre Heimat verlassen musste und sich in einem fremden Land durchgekämpft hat. Nicht nur im Leben, sondern auch im Sport. Einer hat es bis in die UFC geschafft, andere sind auf dem Weg dorthin, andere wiederum bereiten ihr Comeback vor. Doch ihr größter Kampf war nicht im Ring, sondern auf dem Weg dorthin. Wie prägt ein großer Bruder das Leben seiner jüngeren Geschwister? Was wäre ohne diesen Zusammenhalt aus ihnen geworden? Eine Geschichte von Flucht, Kampf und Erfolg. Von nichts zu allem. Herzlich willkommen und vor allem herzlich willkommen, Djibril. Danke, schön, dass du da bist. Das hast du sehr, sehr schön geschrieben. Vielen lieben Dank. Online, dein Schnurrbart hat auf diese Dings hat dein Schnurrbart gesprochen. Der ist gut. Ja, hast du echt schön geschrieben, ja. Ich habe es ja schon erwähnt. Ich würde sagen, dass wir es chronologisch aufarbeiten. Bei euch ging es ja los. Ich habe ja, also auch in der letzten Folge, wir haben ja auch mit Islam viel darüber geredet. Er hat dich wirklich im Podcast sehr, sehr oft und auch sehr positiv erwähnt. Du bist neben Mohammed. War wohl ein Fehler. Du wurdest erwähnt neben Mike Tyson, neben Muhammad Ali. Wurdest auch du erwähnt. Sehr, sehr oft, gerade in der Folge Inspiration und Idole. Und vor allem auch in der ersten Folge wurdest du sehr oft erwähnt. Du bist das große Vorbild, du bist vor allem auch der größere Bruder hier in dem Fall, anders als bei den Engizek-Brüdern. Mhm. So, da bist du das Vorbild. Wie war es denn, also jetzt so chronologisch aufgebaut, ihr seid ja aus Tschetschenien geflüchtet, relativ früh, und dann wart ihr hier gewesen und dann habt ihr Asyl bekommen. Jetzt mal den Sprung nach vorne und danach ging es theoretisch hier in Deutschland los. Du warst 8 zu dem Zeitpunkt? 8, 9. 8, 9. Rechne mal, 2007. Ich bin 98 geboren. Ja. Ich war 9. 10, so geworden. Genau, dann ging's los. Genau, er ist dann zurückgestuft worden und ich musste mit meinem Bruder Sulenbek in eine Seiteneinsteigerklasse für 1 Jahr Deutsch lernen und dann wurden wir auch quasi in die 7., obwohl ich in die 8. müsste zu dem Zeitpunkt oder so. Und bin ich in die 7. gegangen, ja, und dann haben wir hier Schule gemacht. Mhm. Aber das wollte auch, unsere Mutter wollte das auch eigentlich auch. Also sie meinte, meine Mutter war halt sehr wichtig, dass wir die Sprache können. Sie meinte, das macht keinen Sinn, wenn meine Kinder jetzt irgendwie hier zur Schule gehen, aber die Sprache nicht mal beherrschen. Sie war halt voll dafür, dass meine Lehrer gesagt hat, sie war halt voll dafür, die meinte, okay, meine Kinder sollen von Grund auf alles die Sprache perfekt lernen. So. Mhm.
Ja, aber dafür, dass ihr so spät hergekommen seid mit 8, du warst ja nochmal älter, Jibril, ne? Also Ja, wir haben sehr gut also wir sind auch sehr sprachbegabt. Ja, also so, das hören wir sehr oft, aber wir haben die Sprache schon, lass mich nicht lügen, original, wir haben die Sprache wahrscheinlich fließend nach 3 Jahren, 4 Jahren gesprochen schon. Safe. Ja, aber wirklich fließend, wie wir jetzt auch sprechen. So. Vielleicht die ein oder anderen Fachbegriffe waren jetzt nicht drin, aber Großteil davon war auf jeden Fall, war schon am Sitzen nach 3, 4 Jahren. Das heißt, ihr hattet nie große Probleme mit der Sprache? Nein, überhaupt nicht. Wie habt ihr euch hier generell so in die Gesellschaft, so die Leute hier, es ist ja in Deutschland ganz anders als Tschetschenien, müssen wir nicht drüber reden, aber wie habt ihr euch integriert? Rein durch den Sport oder, weil Straße war ja auch nochmal im Spiel. Ja, Straße, Schule, alles. Eigenes Ding so, ne? Und ich habe den größten, sage ich mal, Integrationssprung geschafft, als ich Modelvertrag gekriegt habe. Und da. Aber du warst auch schon immer so, er war auch schon immer jemand, er kam auch besser mit Leuten klar. Er hatte schon sehr viele Freunde, als wir jünger waren. So. Ich weiß nicht, ich stelle mir das bei ihm so ein bisschen leichter vor als bei mir und Tamik irgendwie, aber weil er immer so viele Freunde, seitdem ich denken kann, hat er schon so viele Freunde gehabt. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass er sich ständig geprügelt hat, vielleicht. So, deswegen. Aber er hat auf jeden Fall schon viele Freunde gehabt. Ich und mein Bruder hatten zum Beispiel nicht so viele Freunde wie er damals so. Ich war aber auch unterwegs, ne? So, die waren ja nur Schule, Sport zu Hause. Und bei mir, ich war immer draußen so. Ne? Und ja, so, dann ging es irgendwie da los. Wir haben diese Seiteneinsteigenklasse gemacht, dann normale Schule gegangen, dann irgendwann mit 16, 17 habe ich einen Modelvertrag gekriegt. Und dann warst du auch ein ganz anderer Mensch in den Augen der Gesellschaft. So. Auf einmal haben deine Lehrer ganz anders mit dir geredet. Aufgrund des Modelvertrags? Ja, absolut. Krass. Also, ich war wie ein anderer Mensch, habe ich mich wirklich gefühlt. So, nur weil ich jetzt da in Paris, in Mailand irgendwo auf dem Laufsteg war. Wenn du bedenkst, wie die Lehrer heute mit uns reden, wir haben letztes Mal noch ein paar Lehrer von denen getroffen, in der Bäckerei, wo wir kurz was gegessen haben, so. Hättest du sehen sollen, wie die mit uns geredet haben, so. Weißt du? Ja. So, als wären die 30 Jahre jünger als wir. Weißt du, ich meine, ganz anders als früher. Also, als ob die, ich will jetzt nicht übertreiben, aber so, als ob die so absolute Weltstars getroffen hätten. Weißt du? Okay. So, Fotos für Dings, Video für meinen Sohn. Alles cool, weißt du, finde ich schön. Die erleben das nicht alltäglich. Ja, die können ja sagen, hey, mit denen. Weißt du, heute sagt, ich weiß es nicht, damals, ich kann mich nicht dran erinnern, aber jeder ist der Meinung, dass die in mir was Besonderes gesehen haben, jetzt auf einmal von den Lehrern, weißt du. Ich weiß nicht, mag sein, ich war eigentlich ein... Und früher haben die auf jeden Fall gar nichts Besonderes in irgendeinem gesehen. Ja. Eigentlich haben mir immer gesagt, auch meine Lehrer, ich erinnere mich an die Zeit, bis auf 1, 2, du musst was anderes machen, du musst Ausbildung machen. Du musst Modeln kannst du nicht immer, das war, was ich immer gehört habe, kämpfen kannst du nicht immer, Verletzungen, dann kannst du nicht mehr kämpfen. Aber im Grunde genommen haben sie ja irgendwo nicht Unrecht, so, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass man irgendwie versuchen muss, den Kindern da, vor allem wenn so, weißt du, wenn ein Jugendlicher dir erzählt, so, also ne, wenn man gefragt wurde in der Schule, so, was hast du denn später vor, so, ich weiß, das Thema kam ganz oft in der Klasse so, ja, was wollte ich später machen, habe ich gesagt, ja, ich werde Profiboxer. Das heißt, habe ich noch keine Mal gekämpft. Ich meinte, ich werde Profiboxer. Ja, aber das ist ja kein Beruf. Doch, das ist ein Beruf. 2-mal am Tag zum Training gehen. Das ist mehr Beruf als ihr Beruf und ein wesentlich härterer Beruf als der Beruf, den sie haben. Ja. Weißt du, so, das musst du so immer den Leuten wieder erklären und so, was machst du und ja, aber wie verdient man da Geld? Da verdient man nicht. Doch, da verdient man Geld. Doch, du hast Sponsoren, du hast das, du hast dies, du hast Werbeverträge, du wirst berühmt. So, und mit der Bekanntheit kommt das Geld. So oder so. Und ja, dann, wenn gesagt wurde, Modeln und sowas, wenn ich mich frage, was machst du noch? Ja, Modeln und so, dann war immer so, hä, wie Modeln? Ich bin dann irgendwann auch nicht mehr zur Schule gegangen, habe einfach nur noch gemodelt. Echt? Ja. Aber welche Klasse war das bei dir? Schon, wo ich Realschule fertig hatte, habe ich Fachabitur angefangen und dann bin ich einfach irgendwann gar nicht mehr zur Schule gegangen, weil ich habe gemerkt, so, okay, damals weiß ich noch, ich habe eine E-Mail bekommen, also eine SMS bekommen von unserer Agenturchefin damals, die meinte, ja, komm nach Mailand, so und so viel Geld. Und ich habe verstanden, so und so viel Geld. Ich stehe so, okay. Und dann sehe ich da, das war die SMS war auf Englisch. Dann sehe ich so, gucke ich genau hin, ich dachte mir so, okay, das waren so 3.000. Und ich dachte so 3.000 für eine Woche. Also es war ein 5-Tage-Job. Und ich gucke so, pro Tag für 3.000. Ich sag so, warte mal kurz, pro Tag, ich rechne so 3, 6, 9, 15.000. Für 5 Tage arbeiten. Ich gucke so, ich denke mir 5 Tage, ich will nicht normal Haus ab. Das haben wir alle gemacht. Bin ich hier Arzt gegangen, meinte ich, hey, gib mal 5 Tage hier, ich bin eine Woche krank. Haben die mir eine Krankschreibung gegeben. Bin ich nach Mailand geflogen, habe ich gemodelt. Krass. Und dann so irgendwann, weißt du, wenn du angefangen hast, so, ne, zu arbeiten, irgendwann, keine Ahnung, habe ich gar keinen Bock mehr gehabt, zur Schule zu gehen.
Weißt du, vor allem so, ich dachte mir so, okay, ich habe meinen Soll erfüllt, so auf Realschule gewesen. Weißt du, ich war eigentlich auf dem Gymnasium auch, aber mein Bruder wurde damals nicht angenommen, der Tamik. Weil seine Noten waren der vierten nicht so gut, die meinen, der Realschule ist kein Problem, aber für Gymnasium reicht das nicht so. Und dann, ich dachte mir, ja komm, ich habe keinen Bock jetzt alleine auf dem Gymnasium zu sein. Wenn der auf einer Realschule ist, dann bin ich mit ihm auf eine Realschule gegangen, hat aber nicht viel gebracht, weil ich bin einfach nach der ersten Woche, also Montag hat die Schule begonnen, musst du dir vorstellen. Die Woche zu Ende, die Woche darauf, am Donnerstag bin ich von der Schule geflogen. Also hätte ich auch direkt aufs Gymnasium gehen können eigentlich, aber... Geflogen aus welchem Grund? Weil du nicht da warst? Die Leute verprügelt, so direkt. Klassiker. Da war so ein Rotschopf noch, weiß ich noch, Marco, ist ja, glaube ich, 9. Klasse gewesen. Hat mein kleiner Bruder angemacht. Dann hab ich gesagt, okay, so, hab ich geguckt, da war so ein großer, die hatten mehrere Freunde, hab ich gesagt, ich muss ihn irgendwie packen. Ja, weiß ich noch, hab ich dann einen Kakao gekauft. So ein Kakao, das war so damals so ein Päckchen, hab ich ihn das auf seinen Kopf geklatscht und dann hab ich ihn direkt hab ich ihn durch die Schule da geprügelt. Ja, und dann, ist überall Dings, haben die direkt mich rausgeschmissen. Also ging relativ schnell dann auch. Ja. Tamik hat trotzdem ganz normal... Ja, Tamik war da ganz normal auf seiner Schule, hat da 2 Jahre noch sein Ding gemacht und so. Okay. Ich bin dann auf eine andere Realschule gegangen. Dort auch nach 2 Jahren oder 3 Jahren auch geflogen, wegen Leute gehauen. Von der Realschule bin ich auf eine andere Realschule gekommen. Ja. Also wie gesagt, meine Noten waren nicht schlecht. So, deswegen, normalerweise, wenn du von einer Realschule fliegst, du gehst direkt auf eine Hauptschule. Das ist so bekannt. Aber wie gesagt, dadurch, dass meine Noten halt immer gut waren und man damit quasi immer arbeiten konnte, habe ich es irgendwie immer geschafft, von Realschule auf Realschule zu fliegen. Das ist echt ein Phänomen, der Junge. Und so habe ich dann einfach geschafft, und bei der letzten Schule habe ich dann bis zum Ende. Hast du da durchgezogen? Ja, was heißt durchgezogen? Ich bin dann zur Schule gegangen, weil ich musste so. Ja. Aber ja. Wie war das für dich, die ganze Zeit das mitzubekommen, weil du bist als großer Bruder ja auch... Wer hat ich habe das alles verheimlicht. Ach so, er wusste das gar nicht. Immer erst im Nachhinein bekommen, ich habe das so gar nicht erzählt. Meine Mutter wusste ja, wie ich ich weiß nicht, habt ihr erzählt, wie streng ich zu denen war? Teils, also ich glaube nicht allzu viel. Also er hat mich schon immer totgehauen. Also ja, also ich war echt... Kann ich mir vorstellen. Bei mir war Zuckerbrot und Peitsche wirklich... Also ich habe die wirklich, möge der Allmächtige mir verzeihen, ich habe die wirklich sehr schlimm verdroschen. Die haben es zwar verdient, aber nicht so schlimm. Weißt du, man hätte ein bisschen rücksichtsvoller sein können. Ich hatte es auch nicht besser gewusst so. Das war meine einzige Art so. Ich habe sehr viel mit denen geredet. Ne? Es ist nicht nur so, dass ich nur verprügelt habe. Ich habe wirklich sehr oft mir Zeit genommen, um nur mit denen zu reden. Ne? Immer zu reden mit denen, ey. Aber wir haben ja eine eigene Erziehung, so, weißt du. Für mich war wirklich wichtig, dass die keine Angsthasen sind. So, dass die vor keinem Angst haben, dass die niemals einen Schritt zurück machen. Solche Sachen. Dass die Respekt und Anstand haben. Ne? Aber keine Respektlosigkeit durchlassen. Ne? Und du hast was erwähnt gehabt, dass ich Vorbild für die Jungs war und so weiter. Ja, aber ich bin unglaublich stolz auch auf die Jungs, weil egal, wir kennen sehr viele Leute. Der eine Bruder ist richtig stabil, der andere ist ein Junkie. Der eine Bruder ist finanziell sehr gut aufgestellt, der andere Bruder hat nichts zu essen. Wie viele solcher Sorten Geschichten kennen wir? Du, er, viele anderen. Man weiß einfach, es gibt es oft. Oder man sagt so, ja, die Brüder sind wie Tag und Nacht unterschiedlich. Wir haben auch alle eigenen Charakter, aber ich sage, das ist kein Zufall, dass alle 4 Ansehen und Respekt haben und Ansehen in der Gesellschaft, Respekt auf der Straße. Das kann kein Zufall sein, ja. Weißt du? So, ich sag immer, man muss immer nicht der stärkste Mensch der Welt sein, aber wenn du gewisse Dinge mitbringst, wie Respekt und Anstand, dann wirst du dich vielleicht auch niemals prügeln müssen. Wirst du schon, aber viel weniger, als wenn du diese Eigenschaften nicht wirst du nicht, wenn du nie mit sowas zu tun hast. Wirst du aber, wenn du aufwächst wie wir. Jetzt werden Leute da draußen kommen und sagen, ja, aber ich habe mich auch noch nie mal erlebt. Ich bin so und so alt, ich habe mich noch nie geprügelt. Ja, du warst auch noch nie da, wo wir waren. Weißt du bist auch noch nie in einem Ghetto groß geworden. Du bist auch noch nie auf der Straße groß geworden. Du hast auch noch nie Sachen gemacht. Du hast auch noch nie mit Gangstern gehangen oder ich sag mal mit Kriminellen gehangen. Haben wir alles gemacht. So und normal, wenn du uns als Kinder nach Oberkassel geschickt hättest, hätten wir auch wahrscheinlich mit solchen Sachen weniger zu tun gehabt. Wenn wir uns jetzt, keine Ahnung, nicht die Freunde gesucht hatten. Aber wir waren einfach in einem Problemviertel, umgeben von Leuten, die nur Probleme gemacht haben. Unsere Gegend war damals ein richtiger Brennpunkt. Das war so der Brennpunkt. Es gibt 2, 3 Brennpunkte in Düsseldorf.
so, wo die Leute sich nie hingetraut haben. Und das war auf jeden Fall eins von denen. So, wir hatten bei uns auf der Schulhof, Junge, ein Freund von uns ist verstorben. Und von mir war das kein guter Freund, aber es war ein guter Freund von Jibril. Das weiß jeder aus meiner Gegend, weiß auch, der Junge hatte ein Metallbein. Ich weiß noch, damals haben wir auf Schule, Krebs, ja, wir hatten damals auf der Schule, hat der einfach einen Stuhl, das war krank. Das war auf der Grundschulseite und er war auf der Hauptschulseite. Und du musst dir vorstellen, die ganze Schule hat sich immer versammelt und ich bin halt durch immer auf die Hauptschulseite rübergegangen und hab mit den Jungs so gechillt. Da haben wir einfach einen Stuhl hingestellt in die Mitte und dieser Junge hat mit seinem Schienbein so komplett Buff auf diesen Stuhl eingetreten, hat diesen Stuhl kaputt gemacht. Und das fand die ganze Schule, hat das gefeiert. Und da hat einfach so, da waren so, du musst dir vorstellen, 200 Schüler haben einen Kreis gemacht, Fußball gespielt, das so, die ganze Schule war einfach asozial. Die Leute haben gemacht, was die wollten, die haben Leute sich geprügelt. Jibril, du hast ja gesagt, du wusstest einfach in deiner Erziehung nicht besser. Du hast physische Gewalt angewendet. Es ist ja wie ähnlich, dass wir von unseren Eltern damals gesprochen haben. So, wir sind teilweise vielleicht sauer oder böse auf unsere Eltern, aber zu dem Zeitpunkt wussten sie es nicht besser. Und du hast ja die Entwicklung mit deinen Brüdern durchgemacht. Was würdest du sagen, wie dieser Impact also ich weiß ja, dass Islam nicht sauer auf dich ist, auf die Erziehung, aber ja, wie siehst du das? Das Ding ist so, also ich muss ehrlich sagen, ich bereue, dass ich nicht, so dass hart das hier eine Therapiestunde wird. Ich bereue, dass ich so hart zu denen war, hätte weniger auch gereicht an manchen Tagen. Aber du musst dir vorstellen, wenn ein Junge, jetzt werden die Leute denken so, okay, warum hat der die so geschlagen und so, aber du musst dir vorstellen, ich krieg einen Anruf, bin irgendwo unterwegs, meine Mutter ruft mich an und meine Mutter ist eine Frau. Du kannst ihr Hammer auf den Kopf schlagen, die wird nicht weinen. Also ich habe in meinem Leben vielleicht handvolle Male erlebt, wo meine Mutter geheult hat. So, wir sind so gesehen mit 2 Vätern aufgewachsen. Krass, weißt du, so eine stabile Mutter haben wir. Und die hat mich angerufen, war total am Heulen. Meinte, so habe ich euch dafür nach Deutschland gebracht und ich konnte kaum was verstehen. Ich meinte, ich komme jetzt nach Hause. Bin dann nach Hause, angekommen, die saß da total verheult und meinte, deswegen habe ich euch nach Deutschland gebracht, damit ihr sowas macht und so. Meinte ich so, was ist passiert? Ich war schon am Durchdrehen, ich dachte, irgendeiner hat das Ufer gewechselt. Weißt du, wie ich meine? Meine ich, was ist los? So, sagt die zu mir, ja, ich habe gesehen, dass der Junge mit dieser Ben-Lee-Tasche die ganze Zeit rein und raus ist. Und dann Mutterinstinkt. Bruder, wir haben ja, jeder hatte diese Ben-Lee-Tasche und wir sind immer damit zum Boxen gegangen. Oder. Aber Mutterinstinkt, die hat diese Tasche dann aufgemacht irgendwann, weil der so 3-mal in ein paar Stunden rein und raus ist. Und dann ist sie ins Zimmer, hat aufgemacht, hat gesehen, war Knarre drin, Gras, Bargeld und so. Ach. Dann habe ich gar nichts hinterfragt mehr. Ich habe nicht so gefragt, ich habe nur geguckt, wo der ist, nach Hause gefolgt und die schlimmste Dresche seines Lebens verpasst. Wirklich. Der arme Richard hat auch was abbekommen. Ja, der mit ihm war, auch zusammen. Ey, du musst dir vorstellen, der ist einfach mit 15, der Junge wog mit Klamotten vielleicht 20 Kilo. Weißt du, ist der zu einem Lüge, reingelaufen. ich wog 60. Ist der bei einem reingelaufen, hat den abgezogen. So. Drogendealer. Ja, und ich dachte mir so, Bruder, Marvin, wenn du das siehst, mein Freund, ich hab dich lieb. Wir haben, jetzt mal im Ernst, also ich habe auch selber gesagt, wir hatten diese Möglichkeit. So, die Leute, die uns kennen, wissen, dass wir die Möglichkeit hatten, mit sehr früh sehr erfolgreich in dieser Sachen zu werden. Ne, mit diesen Sachen. Zumal in unserer Gegend jeder das war gang und gäbe so. Und aber man hat ja bewusst diese Entscheidung getroffen, dass man den geraden Weg geht, ne? Weil ich wusste, egal was ich mache, die machen es mir nach. Ich habe mich geprügelt, die haben sich noch schlimmer geprügelt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Die waren immer extremer in den Sachen. Ich habe Kampfsport gemacht, also ich war Hobbyathlet, bis ich 23 oder so war und mich entschieden habe, MMA komplett durchzuziehen. Bis dahin habe ich immer so trainiert, mal gekämpft, dann ein Jahr nicht gekämpft, dann wieder gekämpft und dann Jahre wieder nicht gekämpft, so. Aber immer trotzdem trainiert, ne? Und die Jungs waren aber so von klein auf direkt, also was heißt von klein auf, die haben immer trainiert, ne, aber irgendwie wie früh angefangen schon zu kämpfen.
Und Gott sei Dank ist das das hat deren Weg voll geprägt. Aber was ich sagen wollte, um darauf zurückzukommen, falls ihr euch jetzt fragt, warum habt ihr die verdroschen? Genau wegen solchen Sachen. Weißt du, wie ich meine? Dann geht der mir hin, Alter, zieht irgendeinen ab. Wo willst du hin, Junge? Mit 15 Jahren und 20 Kilo. Das war auch so ein Wendepunkt, wo der Junge, soll mir noch einmal einer sagen, dass Schläge nichts bringt. Hier sitzt Resultat. Danach hat der einen anderen Weg auch eingeschlagen. Nicht direkt, war auch mit Höhen und Tiefen, aber ja, und bei dem Sullenbeck auch relativ früh habe ich den auch gerade gebogen. Der Tamerlan ist mir entgleitet, sag ich mal. Aber nur kurz, oder? Ja, kurz, aber der Preis war dafür bitter, weißt du? Der Preis war sehr bitter, also der hat leider einen bitteren Preis dafür bezahlt. So. Ist uncool, wenn du im Knast 18 bist. So, das macht etwas mit dir, weißt du? Wie lange war er denn da? Insgesamt 3,5 Jahre oder so. So, der war zweimal über ein Jahr drin, dann länger. 8 Monate. Ja, kann sein. Also ich habe so Kopf 3,5, lass das 4 gewesen sein, aber ja, und in so einem jungen Alter, weißt du? So, ja, wenn du als erwachsener Mann irgendwo hingehst, ist was anderes, weißt du? Und bei so. Und vor allem, wir waren wie die Wilden. Ja, das Gute war so, unser Ruf hat uns, wie sagt man, eilt uns voraus. Ja. In dem Sinne, voll viele Leute, die da drin waren, kannte man. Ach, das war so ein kleines Problem. Und so, deswegen war voll. Aber also ist halt scheiße, wenn du jung bist, aktiv bist, hyperaktiv bist vor allem. Tarmek ist hyperaktiv, extrem. Und da muss er sitzen. Leute dachten, wenn Leute dachten, ich bin hibbelig, der Junge ist nichts dagegen. Er redet doppelt so schnell wie der. Doppelt so schnell und ist doppelt so aktiv gewesen wie ich. Kennst du, ich hab den mitgenommen zu Schlägereien und so, er ist noch viel schlimmer geworden. Weißt du, ich meine? Ja. Auf einmal, der wollte nicht mehr aufhören. Ja. Weißt du, so 2 Uhr morgens hatte ich genug. Schon genug Leute gehauen. Weißt du, war vorbei, ich hatte keine Luft, war raus. 22 Uhr angefangen, 4 Stunden Leute gehauen, reicht irgendwann. Der wollte nicht, der wollte bis 6 Uhr morgens. Der hat nicht genug bekommen. Und dann habe ich ihn verprügelt, musste mit nach Hause nehmen. Weißt du? Ja. Und damals hatten wir auch einen Freund gehabt, der Abdel, der mit uns damals war. War genauso wie wir. Und der hat den immer auch mit, die waren aber auch so dann, die wollten immer so länger. Ich und mein Freund Mohammed Locke, wir wollten mal irgendwann nach Hause. Just a chill guy. Waren, weißt du, ein paar Leute gehauen, geprügelt, war gut, so, okay, reicht, irgendwann nach Hause. Aber Tarmek und Abdel wollten nicht. Die wollten immer bis 5 Uhr morgens, 6 Uhr morgens. Musst du dir vorstellen, dass die Leute einfach wirklich mit der Absicht gehen in die Altstadt, sich nur zu prügeln. Ja. Weißt du, wie ich meine? Das musst du dir vorstellen, Bruder. Und dann fragen sich Leute, warum hat der die gehauen? Ja, bitteschön. So, wegen solchen Sachen. Ne? Und das hat ja auch viele andere Probleme mit sich dann mitgebracht. Weißt du, wie ich meine? So, von Gyms rausgeflogen. Boxkarriere hätte der machen können auch und wäre auch mit Sicherheit dort auch erfolgreich. Ist schon gut, aber auch der andere auch. Der Tamerlan ist ja auch ein Talent. Ja, es gab, aber am Ende sagt man bei uns ja immer für alles Alhamdulillah und hier trifft das wirklich zu. Es sollte genauso sein, es sollte genauso kommen. Und nochmal muss ich hier das betonen, wie stolz ich auf meine Brüder bin. Weil ich höre das sehr oft, dass ich irgendwie positiv überall erwähnt werde, aber ich finde, das ist so ein bisschen, dass man dadurch auch zu viel von denen wegnimmt. Auch viele Leute sagen mir das, ja, wenn du nicht gewesen wärst, wären die so und so und so. Ich sag, nein, weil die Jungs haben auch eigenen Kopf und Charakter. Und wenn du irgendwann den loslässt, ab einem gewissen Zeitpunkt tust du es ja, dann entwickelt der Mensch sich so, wie der sich entwickelt. Weißt du, dann hat der, sobald du nicht da bist, macht er trotzdem seinen Weg. Weißt du, wie hart MMA-Sport ist? Du kannst niemanden zwingen, das 2-mal am Tag zu machen. Du kannst niemanden zwingen, selbst wenn du das schaffst, jemanden zu zwingen, dass der diesen Sport macht, schaffst du es nicht, dass der immer wieder an seine Grenzen geht. Weil, Bruder, du hast 2 Typen im Gym. Der eine, der so tut, als ob der an seine Grenzen geht, und der andere, der seine Seele auf der Matte lässt, weißt du? Ja. So. Und deswegen bin ich besonders stolz auf die Jungs. Im Cage, außerhalb sind die Jungs wirklich, wirklich, wirklich Vorbilder für viele, viele Leute. Weißt du? Ja, das habe ich auch so mitbekommen. Was würdet ihr sagen, um da jetzt nochmal so ein bisschen anzudocken, was waren die größten Hürden auf eurem Weg zum Erfolg, die die meisten nicht sehen?
Ich würde sagen, jetzt spontan, weil es sind bestimmt viele Sachen, aber so spontan musst du dir vorstellen, du bist jetzt mit 4 Brüdern, alle machen nur Modeln, ne, und Models leben von Glück, weißt du? Mhm. Und dann zu sagen, okay, wir machen, gar keiner macht eine Ausbildung, alle stecken alles, was die haben, in Sport und Modeln, wir setzen auf Rot und wenn es klappt, klappt es und wenn nicht, dann ist das halt so. Mhm. Irgendwann habe ich diesen Wendepunkt gehabt durch unseren Bruder Sulembek, der wird auch bestimmt bald hier sitzen, kann euch detaillierter darüber erzählen, aber Sehr gern. es war so, er war so ein Mensch, der an uns am meisten geglaubt hat. Von vornherein, der gesagt hat, okay, wir schaffen Ich glaube, bis heute hat niemand mehr an uns geglaubt als mein Bruder Sulembek. Also der hat sehr früh dieses Potenzial von uns erkannt einfach. Wo wir so, jeder von uns hat gedacht so, ja okay, wir werden krass oder wir werden erfolgreich oder so, aber er hat es sehr früh erkannt, was für ein Potenzial wir haben und wie besonders wir sind, aber dass wir das selber nicht erkennen. Ne? Und dann habe ich wirklich dank ihm gesagt, okay, weil ich bestand immer darauf, dass die Schule machen, Ausbildung und so weiter. Mhm. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Nein. Weil ich gesehen habe, dass Lehrer, die 10 Jahre studiert haben, einmal im Jahr, wenn die Glück haben, in den Urlaub können. Ich denke jetzt gar nicht mehr. Also ich rede vor 10 Jahren. Heutzutage kann sein, dass ein Lehrer gar nicht mehr mit seiner Familie in den Urlaub kann. Nur in den Ferien dann. Ein Urlaub, was wir Urlaub nennen. Ja, also Nicht ein Urlaub, keine Ahnung, irgendwo auf der Sylt für 10 Tage. Ja, Das also Spanien, Türkei, sowas richtig aber so vernünftigen Urlaub. 5 Sterne, so, weißt du, so Urlaub, was wir Urlaub nennen. Mhm. Ich will jetzt nicht so Dinges, aber du musst dir vorstellen, Bruder, du studierst 10 Jahre und dann sagt er zu mir so, wie kannst du dir die Klamotten leisten, die du anhast? Ich sag, und ich hatte so die Discord-Hose an oder meinte, weil wir haben so unter Schülern gesprochen und er hat das mitgekriegt, der Lehrer sagte, was, 400 Euro kostet die Hose? Ich so, ja, meinte der, meine ganzen Klamotten kosten vielleicht keine 400 Euro, die ich im Schrank habe. Und ich war so, wie? Ich dachte, Lehrer verdienen voll gut Geld. Dann hat er mir die Zahl genannt, das war erschreckend für mich, ich glaube 3.000 Euro oder 3.500, 4.000. Und dann sagte der, ey, wir können nur einmal im Jahr einkaufen gehen für Klamotten, also für ganze Familie. Und einmal im Jahr im Urlaub sind wir. So. Und beide arbeiten, Frau und Mann. Es gibt bestimmt Lehrer, die können das öfter. Ne, kommt immer wahrscheinlich bestimmt. an, welcher Lehrer das ist. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem nicht so, dass die Leute so leben können, wie es sich lohnen würde, wenn man jetzt 5 Jahre studiert. Ja, aber das, wohin ich möchte, also was ich sagen möchte, ist, ich kenne Leute, die liefern Pizza aus und die Frau putzt und die schaffen das auch, einmal im Jahr in den Urlaub zu fliegen. Dann habe ich mir gedacht, weißt du was, bis 30 gebe ich Gas und wenn das so sein sollte, dass man nichts erreicht in diesem Sport und nicht schafft, außerhalb mit einem Modeln auch, dann gehe ich auch ganz normal arbeiten. Irgendwie werde ich auch einen Job finden. Wir sind ja nicht Analphabete, die nicht reden können. Du wirst immer irgendwo arbeiten können. Habe ich mir gedacht, so, soll ich jetzt wirklich meine ganze Jugend riskieren dafür, dass ich am Ende nicht mal einen Urlaub machen kann mit meiner Familie? So, und meinen Traum so gesehen wegschmeißen. Ja, und dann, das war so ein Wendepunkt, wo ich gesagt habe, alles klar, Jungs, Vollgas. Und das war wirklich harte Zeit. Ne? Du musst dir vorstellen, Rechnungen sammeln sich. Mhm. Du liegst manchmal und guckst die Decke an und denkst dir so, ja Allah, ich habe gar keine Perspektiven so. Weißt du, also ich habe nichts außer diesen Sport. Mhm. Und dann kommst du mit einem kaputten Peugeot zum Training und Leute, die mit dir trainieren, teilweise fahren Porsche, haben 50.000 Euro am Arm zu dem Zeitpunkt. Fühl dich ruhig angesprochen, Kerem. Fühl dich mal ruhig angesprochen. Ja, weißt du noch, wo wir mit Peugeot 206 gekommen sind und du mit Porsche gekommen bist? Es stimmt, aber ich habe jetzt eigentlich... die Zeiten sind jetzt anders. Ich rede jetzt zum Beispiel, hey, ich rede von Jessen Bodinka. Ich weiß doch, Mann, aber ich meinte jetzt Kerem auch. Es war ja auch bei Kerem so. Ich meine, viele Leute waren ja bei weitem aus liquider als wir. Range Rover in Erinnerung gehabt. Nein, Kerem war bekannt für Porsche. Kerem war schon immer Porsche. Ja. Also jeder, der Kerem kannte... Der war der Panamera Kerem. Ja, das war nicht Panamera Kerem. Wir hatten einen Freund, der hieß Panamera Mo, weil der hatte den ersten Panamera gehabt von allen, glaube ich. Ja. Aber ich sag ehrlich, der Kerem hat immer die coolsten gehabt. Okay.
Turbo S. Der hatte immer Turbo S, genau, und jeder hat über den geredet damals, diese Turbo S. Ja, auf jeden Fall, da waren so halt nicht, und wie gesagt, jetzt sagt der Kerim, das stimmt, aber da waren so mehrere Leute, die finanziell stark waren. Ja, klar, und das wir ist wir waren so, ja, Bruder, der Islam sagt ja, 15 Mille für eine Woche Shooting. Es gab Shootings, an einem Tag hast du das gekriegt, aber Bruder, das haben wir auch zerknallt, am selben Tag. Weißt du, so, wenn du nie Geld hattest, kannst du mit Geld nicht umgehen. Ja. Weißt du, und wenn du das kannst, dann ist das ein Segen. So. Deswegen, ja, das war eine sehr, sehr schwere Zeit. Auf dem Weg dorthin einfach, du lebst von so Hoffnung, dass du es schaffst, weißt du? So, und dieses Nicht-Wissen, ob du das bringst. Und nicht zu wissen, ob du es schaffst, ist ja nochmal das Schlimme. Und dann musst du dir vorstellen, Bruder, irgendwann kommt BBC News, die wollen ein Interview, das geht viral weltweit, so. Und die Leute denken, du bist auf Insta so präsent, das, du kriegst voll die Follower, Aufmerksamkeit. Auf einmal nach BBC kamen Millionen andere Anfragen, du bist in aller Munde, so, und auf einmal, du modelst für die größten Brands und keine Ahnung und fährst immer noch Peugeot, so. Und in den Augen der Gesellschaft bist du schon jemand, aber Bruder, du bist immer noch lange nicht da, wo du hin wolltest. Du arbeitest für 450 €, weil du deinen Sport durchziehen willst. Und die Jungs haben gar nicht außer Modeln gemacht. Ich habe noch nebenbei so einen Einzelhandeljob gehabt, so, weil irgendwann habe ich gesagt, ich lege das komplett jetzt weil du musst dir vorstellen, ich bin ja schon 23 und ich steige in einen Sport ein, in einem erwachsenen Alter schon, und ich muss alles da reinstecken, weißt du? Die waren ja jung, die haben voll schnell alles gelernt, und Gott sei Dank sind wir wirklich, also Islam sagt immer, der ist kein Talent, aber ich bin da anderer Meinung. Ich finde, wir sind eine sehr talentierte Familie, und hier der Max zum Beispiel, Max Schwind, liebe Grüße an dieser Stelle, einer der besten Trainer, die die Welt je gesehen hat. Ich glaube, da werden so einige meine Meinung sein. Er hat zu uns damals gesagt, ihr seid so eine talentierte Familie wie euch, sehe ich alle 10, 15 Jahre einmal. So. Deswegen, auch da sind wir gesegnet gewesen, dass wir so schnell aufnahmefähig waren und bis heute sind. Ja. Du hast es ja vorhin angeschnitten, du hast gesagt, du willst versuchen, bis 30 alles zu geben. So, und da docke ich auch mit der Frage an, was musstet ihr, das könnt ihr gerne beide beantworten, welche persönlichen Opfer habt ihr gebracht, um euren Traum zu verfolgen und den auch dementsprechend zu erreichen? Eine Menge Opfer. Geld liegen lassen beim Modeln, Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Weißt du? Im Sinne des Kampfsports meinst du? Ja, klar. Ich meine, ich glaube nicht, dass es gesund ist, wenn du in dem Alter so viele Schläge auf den Kopf bekommst. Auf keinen Fall. Wie wir bekommen haben. Zeit liegen lassen, sehr viel Zeit. Ich habe nie Urlaub gemacht. Ich war nie richtig unterwegs, obwohl ich hätte das machen können. Allein der einzige Grund, warum ich dann so viel irgendwann von der Welt gesehen habe, war halt durch das Modeln so. Aber sonst hätte ich gar nicht die Möglichkeit gehabt, Urlaub zu machen. Was heißt die Möglichkeit nicht? Ich hätte das machen können so, aber besser gesagt, ich wollte das nicht, weil ich habe immer gedacht, ich werde Kampfsport ist schnelllebig. Heute bist du da, morgen kommt ein anderer. Weißt du? Und ich wollte nie so sein, dass ich sage, okay, ich ruhe mich zu sehr darauf aus. Ich habe versucht, alle 3 Monate, 4 Monate aktiv zu kämpfen. Und so habe ich das in einer Amateurkarriere gemacht. Also als Profi mache ich das auch so. Deswegen nie Sport vernachlässigt, immer trainiert, immer Gas gegeben. Ich würde sagen, ich habe viel Zeit verloren. Viel Zeit investiert, würde ich lieber sagen. Aber viel Geld verloren durchs Modeln, weil ich habe viele Jobs nicht angenommen. Bin nicht geflogen, habe nichts gemacht, teilweise dann irgendwann auch, weil ich dachte, okay, Kampfvorbereitung kannst du nicht weg. Für den Kampf kriegst du 500, für das Shooting kriegst du 15.000. Ja. Weißt du, was das bedeutet, wenn du weißt, du kriegst nichts dafür und alle sind am Schwimmen und bei 30 Grad, alle gehen schwimmen und du gehst einfach trainieren in einer Halle, wo du am Sterben bist. Und danach kannst du auch nichts mehr machen, weil einfach du zu platt bist. Und du weißt, du kriegst nichts dafür, aber du gehst dahin und das jeden Tag. Und in Deutschland, Bruder, der einzige Urlaub, den wir hatten, war dann Deutschland, wenn du Glück hattest mit dem Wetter, weißt du? Wenn niemals 10 Tage warm war im Sommer. Ja, genau. Und dann selbst da, Bruder, an diesen 10 Tagen bist du auch jeden Tag in der Halle. Ja. Weißt du, und wir haben, wie der Islam schon sagt, sehr viel Zeit, Gesundheit, Geld, auf Geld verzichtet,
wo man das nötig hatte. Weißt du, wie einfach ist das heute, sozusagen irgendwo ins Gym zu gehen? Du gehst gerne, wenn du einmal diesen Erfolg geschmeckt hast. Du weißt, das läuft nicht weg. Wenn du Bock hast, fliegst du nächsten Monat einfach mal eine Woche weg, alles ist okay. Aber damals gab es diese Möglichkeiten nicht und du hast einfach, wie gesagt, alles geopfert, ohne zu wissen, ob du irgendwas erreichen wirst. Weißt du, und das ist auch so eine große Opfergabe in diesem Zusammenhang, weißt du, mit diesem Sport. Auf jeden Fall. Ja. Wie ist das denn, um darauf zurückzukommen, da haben bestimmt einige noch eine Frage. Das ist ja so faszinierend, ihr seid ja die Dulatov-Brüder, die Kampfsport machen und modeln. Es ist ja so, als Model musst du, also sagt man so, man soll ja makellos sein. Hast du auch drüber geredet, Islam, dass du meintest, dass dein, ich weiß nicht, Auftraggeber oder wer da auch immer ist, meinte, hör auf so viel zu kämpfen, weil, oder hör auf so muskulös zu sein, weil, ne, so wir brauchen jemanden genau in deiner Statur, so. Ihr seid ja dafür bekannt. Wie hat es überhaupt angefangen? Wie hat es angefangen? Weil du bist ja eigentlich der Vorreiter, Jibril. Du hast als erstes gemodelt. Dann, ich weiß jetzt, wer Islam als nächstes oder Sulumbek, Islam, Tamalan. Ja, bei denen ging so gleich ungefähr los. Und bei mir war, ich war so der Erste, der Vertrag gekriegt hat und angefangen hat. Ich habe, wie das angefangen hat, damals habe ich bei Netto Plus hieß das damals gearbeitet, vielleicht erinnerst du dich noch daran. Ja. Das heißt Plus, ich mach mal kurz Zusammenfassung, ich bin müde von dieser Geschichte. Und ich auch, weil ich musste ja auch immer hören. Ja, und auf jeden Fall habe ich als Aushilfe da gearbeitet und war so 16. Hab dann mit dem Geld, was ich da verdient habe, musst dir vorstellen, du kriegst 6,50 Euro Stundenlohn. Egal wie viel du arbeitest, du kommst nicht mal auf deine damalige, ich glaube 300 Euro Basis oder 320 Euro Basis, oder so. Bist du gar nicht drauf gekommen. Also unmöglich. Und da hab irgendwie 200 noch was Euro gekriegt, bin dann zu meiner Mutter, habe ich gesagt, ey, ist das okay, wenn ich mir einen Gürtel dafür hole? Damals war so, ich war sehr früh modeaffin und damals war voll in so Gucci-Gürtel. Und dann habe ich sie gefragt, ey, ist das okay, wenn ich mir Gürtel, meinte die, du hast dafür gearbeitet, mach was du willst. Bin dann hin zum Gucci Store, habe mir endlich diesen Gucci-Gürtel geholt und beim Rausgehen habe ich so eine Brille gesehen, die dazu gepasst hat, auch mit so einem Muster. Dann habe ich so geguckt, muss ja vorstellen, damals hat Gucci-Gürtel 150 Euro gekostet oder 170 und dann die Brille hat auch 150 Euro gekostet. Habe ich so geguckt, anprobiert und dachte mir so, fresh, nächsten Monat hole ich mir das, also arbeite nächsten Monat wieder und dann hole ich mir die Brille. Und im Moment tippt mich eine Agenturchefin an, die auch zufällig da am Shoppen war und sagt, hey, ich drehe mich so um, sag, ja, tu so die Brille zurück, ich dachte, das wäre die Verkäuferin oder so. Nach dem Motto, fass die Brille nicht an. So. Ich habe mich so umgedreht, ich sage, hi, ich bin die und die von der und der Agentur, wir sind von Köln nach Düsseldorf gezogen und casten auch hier nebenbei Models und wir haben nächste Woche Sonntag hier Casting in Düsseldorf. Hätte so Zeiten Lust vorbeizukommen. Ich war so, ich habe sie so angeguckt, habe so durch die Gegend geschaut, mir gedacht, wie? So, dann hat die sich wiederholt erklärt, worum es geht. Ich sag so, Dankeschön, aber ich bin Tschetschene. Der hat mich so angeguckt, dachte sich, was? Was hat das damit zu tun? So, aber ich glaube, dann hat die so gerafft, was ich meine, und dann meinte die so, ey, weil in meinen Augen war das so kein Beruf, den ein Mann ausübt. So, damals, bevor ich integriert, richtig so, sage ich mal, in Deutschland angekommen bin. Du musst ja verstehen, ich bin gerade seit zwei Jahren in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Und für mich ist so einiges neu. Ne? Und dann, ja, die hat mir so erklärt, wie das abläuft, dass es viele Jungs ganz nebenbei das machen. Der eine ist, keine Ahnung, arbeitet bei Apple und ist auch am Modeln. Der andere arbeitet bei BMW und modelt. Der andere ist Schreiner und modelt. Weißt du, so, so nebenbei. Und dass da ganz normale Jungs sind wie du. Und dann, bin ich zum Casting gegangen. Hat funktioniert, die war voll begeistert von mir direkt. Ich war auch sehr lange da auf Platz 1 gewesen, gelistet von 200 Jungs. Krass. Vielleicht war meine Zeit einfach, ich war der Typ so dafür. Islam, sage ich, ist immer eine hübschere Version von mir damals.
Und immer noch heute, stimmt. Ich war auch immer damals noch. niemals der Meinung, dass ich irgendwie besonders gut aussah oder so. Und genau. Ja, aber hat funktioniert, hat geklappt. Ich war 3-mal Topverdiener. Hab viel Geld verdient für die Zeit vor allem. Und genau. So hat es so angefangen. Dann irgendwann habe ich so Bilder mit den Jungs gepostet. Dann haben die gesehen, gesagt, ey, bring die doch mal mit zum Shooting. Dann habe ich die mitgenommen, die waren aber dann zu jung. Dann Zullenbeck mal mit mir nach auf eine Fashion Week. Dann kam die Zeit mit Instagram. So. Okay. Und die habe ich halt verpennt. Ich habe sehr viele Jobs gemacht, Bruder. Ich habe wirklich sehr viel gearbeitet. Und ja, aber ich habe die Zeit so verpasst. Da musste ja aktiv sein und ne? Ja, klar. Und der Islam hat genau den Zeitgeist getroffen, zum Beispiel. Islam, Tamerlan, Zullenbeck, die haben so voll sich mit diesen Sachen beschäftigt. Und für mich war das peinlich, weil ich war der Älteste. Es war für mich sogar peinlich, auf Facebook Bilder zu posten. Das war so, wir kommen ja von so, du kommst von der Straße, Bruder, du hast dementsprechend diese Umgebung von Menschen, die dich dafür auslachen. Die finden das nicht cool. In jeder normalen Gesellschaft würden die Leute sagen, ey, du bist voll der coole Typ. Meine Mutter hat das gefeiert, keine Ahnung, so Lehrer haben das gefeiert, aber so für meine Jungs so, die haben über mich gelacht. Was hast du da an? Was sieht das denn aus? Wie sieht denn das aus? So. Und ja, auf jeden Fall war auf jeden Fall was Neues, was Ungewohntes, aber er hat uns auf jeden Fall andere Türen geöffnet. Ne? Und so seid ihr Dann hat der Islam unabhängig jetzt davon ein Angebot gekriegt von einer anderen Agentur, dann hat der da angefangen zu modeln und irgendwann sind wir alle rübergegangen, das IMG Models Worldwide, das ist somit die größte Agentur der Welt und noch ein paar anderen so Agenturen. Und du hast ja vorhin gesagt, dieses Social Media Ding, so da warst du erstmal nicht drin. So Islam beherrscht das ja extrem gut irgendwie, der weiß ganz genau, was er da macht, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Was würdet ihr sagen, welche Auswirkungen hat Social Media auf eure Karriere und die Wahrnehmung der Öffentlichkeit? Weil dadurch sind ja quasi auf euch alle aufmerksam geworden. Ja, ich denke mal, auf jeden Fall durch Social Media hast du auch eine falsche Wahrnehmung. Ich kenne sehr viele Leute, wenn du die bei Instagram suchen würdest, dann würdest du am ersten Blick denken, dass es Multimillionäre sind, dass diese Leute immer glücklich sind, dass diese Leute immer ein super Leben haben und so weiter und so fort. Aber du kennst die Leute privat, du weißt, die sind unglücklich, die haben keine Kohle. Es liegt an beiden. Sowohl an demjenigen, den der Account gehört, aber auch an der Person, die quasi das Ganze von außen beobachtet, weil du lässt dich durch Sachen schnell beeinflussen. Durch Dinge, die du einfach siehst, so. Weißt du, und deswegen, Leute haben auch krasse Wahrnehmung. Ich meine, damals haben Leute mich angerufen und gefragt schon so, ey, Bruder, kannst du mir hier und da 5.000, hier 10.000 geben und so, weißt du? So, wenn das jetzt 5 Leute im Monat machen, dann weißt du ja, klar, wo du bist, so, weißt du? Und das ist halt so, weil die Leute halt denken so, okay, du hast so viel Kohle damals gemacht und damals war ich halt nicht so. Also war ich noch nicht so parat, was Kohle angeht, so dass ich, weißt du, das so machen konnte. Aber das war halt die Wahrnehmung, die Leute hatten. Richtig. Dadurch, dass du halt schon bekannt die bist dachten und so. schon, dass wir, also ich werde das nicht vergessen, da hat ein Freund von mir gesagt, der war auf irgendwo ein Wirtschaftsgymnasium irgendwo hier in Düsseldorf, ich weiß nicht mehr, und da hat den einer gesagt, ey, du, voll krass, du kennst ich rede von 2015, du kennst die Dulatov-Brüder, 2015, du kennst die Dulatov-Brüder, meinte der, ja, das sind meine Kindheitsfreunde, so, das ist wirklich ein enger Freund von mir. Sagt er, okay, ich sag mal ehrlich, die sind schon Millionäre, oder? Und da bin ich noch mit Leuten auf der Straße am Prügeln. Bruder, was für Millionäre, Bruder, da fahren wir Peugeot, Bruder, mit Ach und Krach, weißt du? Und ja, nur so, dass du verstehst, so, das hat einen gewaltigen Einfluss gehabt auf unsere die Karriere. Wahrnehmung quasi, also aber auf die Karriere anderer. schon krasse. Weil du einfach, musst du dir vorstellen, Bruder, wir haben ja auch sehr lange gebraucht, um zu lernen, damit umzugehen, weil du musst dir vorstellen, die Leute haben dann sehr viel Aufmerksamkeit, wir haben also uns erarbeitet sehr viel Aufmerksamkeit von anderen Menschen und dadurch kommen auch halt nicht nur gute Sachen, sondern auch viele Schakale, ne? So. Und dann kamen halt Leute, Bruder, die treffen sich mit dir und Bruder, die Leute, die uns kennen, wissen, wir sind keine Schauspieler wie 99% Influencer oder sonstige Menschen, ne? Die öffentlich leben.
kennst du das? Vielleicht, ich denke mal, du kennst das auch, du triffst jemanden, der ist ganz andere Person als online. Ja, auf jeden Fall. Denkst dir, oh, krass, ich dachte, der ist voll der sympathische, korrekte Typ, der ist ja voll der unsympathische Trottel, weißt du? Oder andersrum. Ja, oder andersrum. Und genau, man hat halt, meisten Leute haben da eine Maske auf, was auch okay ist, wenn er damit leben kann. Für uns war halt wichtig, dass wir immer authentisch bleiben. Und dadurch musst du dir vorstellen, jemand kommt und sagt, ey, ich hätte Interesse an euch zu sponsern. Dann, du kommst mit Peugeot und ich park nicht irgendwo um die Ecke und komme dann zu Fuß. Ich park auch da und der kommt dann mit Lambo und dann sieht der dich da mit Peugeot und denkt sich, der Junge hat ja mehr von mir als ich von ihm. Verstehst du? So, und dann ist das auch schon gelaufen. Dann machen die mit dir ein paar Bilder für Instagram, setzen sich hin und wahrscheinlich hinter deinen Rücken sagen, ey, der Arme ist da mit Peugeot aufgetaucht oder keine Ahnung. Ich bin jetzt paranoid, deswegen denke ich so, aber Doch, so sind die Leute. so habe ich das wahrgenommen. Bruder, du musst dir vorstellen, einer sagt zu mir, Bruder, komm, ich sponsor dich. Ne? Und der Typ ist gut aufgestellt. Der hat damals nur gut Geld, cooles Auto, 150.000, 200.000 Euro Auto. Auf jeden Fall finanziell parat. Oder wir haben gekämpft. Integra war so die größte Amateurplattform in Deutschland damals. Haben da gekämpft mit seinem Logo überall, dies, das. Und ich denke mir, boah, wie korrekt, der ist von alleine gekommen und hat gesagt, der sponsert uns. Ne? Und dann haben wir da gekämpft, um Titel beide sogar. Islam hat gewonnen, ich habe im Finale nach Punkten verloren. Bruder, glaubst du mir, der hat mir einfach 100 Euro gegeben. Ich schwöre es dir, es war eine der unangenehmsten Situationen in meinem Leben, weil ich habe mich so beleidigt gefühlt, aber ich konnte das nicht übers Herz bringen, das zu zerreißen vor seinen Augen, weil ich mir dachte, in seinen Augen tut er mir vielleicht wirklich einen Gefallen. Vielleicht denkt er, dass es krass ist für mich. Aber Bruder, ich habe ja schon Geld gesehen da. So. Ich habe jetzt nicht die Welt von dem erwartet. Aber Bruder, so, dass man weiß, so, wenn du Gespräche führst mit Leuten und die wissen, so, wäre cool, wenn du so Essen gedeckt hast, wenigstens für deine Vorbereitung, 300-400 Euro, wäre schon cool. Ne? Vor allem, Bruder, von Leuten, die selber auf dich zukommen, wo du weißt, die sind finanziell, der gibt in Tank die Woche mehr aus. Ne? So. Und du willst irgendwo nicht undankbar sein und so weiter. Aber Bruder, weißt du, dann rumzulaufen, ja, ich supporte die Jungs und so, und hat uns irgendwie auf 4 Personen, oder 5 haben wir da gekämpft mit Mohammed und so, 100 Euro als Support gegeben. Das ist ja Quatsch. Ach, voll die Filme, aber Bruder. weißt du, so waren die Leute. Verstehst du? Und dann wahrscheinlich heute erzählt der, ja, damals, kennst du, wo die Leute sitzen im Kreis in irgendwelchen Cafés mit deren verklebten Boxershorts und erzählen, Wallah, ich habe damals den Jungs so gegeben und bla bla. Möge Gott bewahren, ich spreche sofort jemand seinen Kiefer, wenn ich das nur einmal höre, dass es einmal hier gesagt ist. Und auf jeden Fall, ja, du hast halt viele solche Schakale auf dem Weg gehabt. Ja. Aber Gott sei Dank, wir haben auch viele gute Leute auch getroffen und so weiter. Deswegen hat man die Zeit irgendwie überbrückt und heute, wo wir gut aufgestellt sind, Alex ist ein guter Freund von uns. Der hat eigene Marke, auch Young Gurus heißt die Marke. Der hat uns damals als erster, der uns wirklich 10.000 Euro gegeben hat, als Unterstützung. Also der hat mit uns Shooting gemacht und hat 10.000 Euro uns gegeben. Und ich muss dir sagen, Bruder, wir haben das schon immer so gemacht, wenn du uns etwas Gutes getan hast, wir haben versucht immer doppelt zurückzugeben, Minimum. Und dieser Junge sagt bis heute, ihr habt 10-fach zurückgegeben. Oder wir haben den BBC mit reingenommen, Fokus, im Manager, überall. Aber das war auch der Erste, der so real war und wirklich helfen wollte. Genau. Weißt du, das war jetzt nicht so dieses Schöne das Grüße Ding an ist, dieser Stelle. schöne Grüße, Bruder. Das Ding ist so, wir sind zu schlau. Dadurch, dass wir auf der Straße groß geworden sind, uns kannst du nicht dribbeln. Weißt du, wenn jemand kommt und, Bruder, wenn ich früher, mittlerweile mache ich das sowieso nicht mehr selber, aber wenn ich früher mit jemandem geredet habe, geschäftliche Dinge oder so, wenn einer versucht hat, ich habe so eine gute Menschenkenntnis, wenn jemand versucht, mich irgendwie am Tisch links, rechts zu dribbeln oder irgendwie ein Wort sagt mit dem Hintergedanken, dass der drei Schritte weiter denkt, Digga, ich denke 10 Schritte weiter. Das klappt bei mir gar nicht. Ich habe was so Business-Mindset angeht, Digga, wir sind so gut aufgestellt
uns kannst du mit so einem Quatsch nicht dribbeln. Weißt du, was ich meine? Und wenn jemand kommt, nur real ist, so, weil wir sind extrem real gewesen, das ist auch immer den Leuten so, ne, die haben es halt sofort gemerkt, so. Wir hatten nur einen Fehler, wir hatten zu viel Herz drin. Ja, genau. Und mittlerweile, heute sind wir auch komplett abgestumpft. Ja. Was Business geht. Das tut mir voll leid. Leute melden sich, wollen Business machen. Gestern kommt einer zu mir, spricht mich an. Ey, guck mal, ich wollte so und so hinterher. Kannst du vielleicht so, will mir was so. Ja, ich habe gesagt, versteh mich nicht falsch. Kein Interesse. Weißt du? Ja, aber guck mal, ich wollte so und so. Alles cool, so. Ich habe Management. Weißt du, melde dich bei den Leuten. Ich stehe bei mir im Instagram drin. So, ich brauche nichts. Ja, aber nimm das nur mit, ich brauche das nicht. Alles cool, so. Mach dein Ding. Ich wünsche dir alles Gute. Früher hätte es gereicht. Früher hätte ich das mitgenommen. Weißt du, ich meine? Aber wenn ich das mache, dann habe ich 15 Leute am Tag, von denen ich irgendwelche Sachen annehmen muss. Ja, das weißt ist ich meine? Ich kann in keinem Laden mehr sitzen, ohne dass jemand kommt, mir eine Geschäftsidee vorschlagen will. Oder Leute kommen zu mir und sagen zu mir, Bruder, tust du mir einen Gefallen? Ich würde, das ganz witzig finde ich, wenn Leute kommen und mir sagen so, ja, manche machen es auch nicht extra, manche machen es, aber manche kommen zu mir und sagen so, ey, guck mal, mach doch hier und da mit, dann hast du auch was davon. Alles gut, du kommst zu mir, schlägst mir was vor. Ich soll irgendwo mitmachen. Okay, und du willst mir gleichzeitig verklickern, dass ich was davon habe. Ich habe davon gar nichts. Du hast davon mehr als ich. Weißt du? So, stell das bitte nicht so dar. Das meine ich, wenn Leute das darstellen wollen, so als ob ich davon auch was hätte. Weißt du, ich meine, ich habe nichts davon, was für mich relevant ist. Von dieser Sache. Ihr habt euren Part habt ihr, aber ich habe davon nichts. Deswegen für mich uninteressant. Mittlerweile, ne? Ich kann nirgendwo hin, ich habe keine Ruhe. Wenn ich irgendwo hin essen gehe und die Leute sagen, nein, heute geht aufs Haus. Nein. Ich leg Geld hin, ich gehe weg. So, wenn ich weiß, irgendwann kommt es von jemand wirklich vom Herzen, dann nehme ich das an. Aber das Problem ist, Bruder, wir leben wirklich in einer ekelhaften Welt. Und ich muss sagen, guck mal, Alberto, vielleicht sagt dir den Namen was von früher, der Beatboxer war und so, ne? Auch schöne Grüße an den Bruder. Der hat mir damals gesagt, ey, bevor wir überhaupt angefangen haben, so richtig, da kannte man uns nur so hier in Düsseldorf. Da hat der unser Potenzial auch erkannt, weil der aus dieser Szene kam und meinte, ey, ihr werdet richtig, richtig erfolgreich. Und Bruder, merk dir eine Sache bitte, du wirst auch an einen Punkt ankommen irgendwann, dass du mit Leuten nichts zu tun haben wollen wirst. Egal wie viel Gefallen die dir tun können, egal was, du wirst einfach nicht mit den Leuten zu tun haben, weil du lernst jemanden kennen, der gibt dir ein Gefühl, der hat dich noch nie gesehen, der hat dich noch nie von dir gehört. Du tauschst mit dem paar Wörter aus, der merkt, okay, du bist ja ein cooler Typ so, dann merkt der, okay, korrekt, sucht deine Nähe, schafft das, dann die Distanz zu überbrücken und dann im nächsten Satz, du lernst den kennen, wirklich, du denkst dir erstmal, was ein korrekter Junge, ohne mich zu kennen, ohne irgendwelche Hintergedanken, will der einfach mein Freund sein. Im nächsten Moment sagt er zu mir, ey Bruder, ich habe dir gerade gefolgt, ich habe einen Laden, kannst du mal das posten? Bruder, deine ganze Welt bricht zusammen. Und Bruder, ich schwöre es dir, seitdem der mir das gesagt hat, ich erlebe das die ganze Zeit. Ich kann nicht mehr von Leuten irgendwas Gefallen annehmen, weil im nächsten Moment wollen die, dass ich irgendwas poste für die. Und Bruder, über Islam rede ich gar nicht, weil die Leute sagen, ja, der ist arrogant, der ist so. Bruder, stell dir mal vor, jeden Tag kommt jemand zu dir und will irgendwas von dir. Jeden Tag, Bruder, wollen Leute Gefallen von dir, wollen mit dir irgendwas machen und alles. Letztens kommt auch einer zu mir, sagt, ey, Bruder, kommst du mal vorbei, kannst du bei mir das und das machen? Ich habe gesagt, Bruder, wir nehmen nur Kooperation langfristig an und das kostet auch was. Bruder, willst du was von mir? Wir sind doch zusammen aufgewachsen. Ich dachte nur so, ich tue dir einen Gefallen, du mir auch einen. Jetzt hör gut zu, was Sache ist. Und ich sage... Diesen Typen kennen wir nicht. Bruder, ich habe den in meinem ganzen Leben 3-mal gesehen. Vielleicht einmal und ich kenne ihn gar draußen. Nicht. Und er hat es schon geschafft, mich anzusprechen, mein anderer Bruder anzusprechen und ihn anzusprechen. Und irgendwann mich jetzt, ne? Bruder, ich meine das wirklich nicht böse und ich nenne ja auch keinen Namen, damit ich niemanden schade. Sagt, ey, komm mal bei mir in der Werkstatt vorbei, du kannst dein Auto umsonst reparieren und so. Ich wollte nur, dass du postest. Ich sag, Bruder, das kostet so und so viel, wenn wir mit jemandem arbeiten. Bruder, willst du Geld von mir dafür? Ich dachte, weil wir zusammen aufgewachsen sind. Ich so, Bruder, ja, wir sind zusammen aufgewachsen. Wir haben 30, 40 Mal gekämpft in den letzten Jahren. Mit meinen Brüdern zusammen. Meine ich so, Bruder, du warst nicht bei einem Kampf dabei. Der war mundtot. Der meinte, Bruder, verzeih mir. Sorry, dass ich gefragt habe. Ich dachte nur so auf korrekt. Meine ich, Bruder, es ist nichts passiert. Wir können das machen. Aber kostet so und so viel. Verstehst du? Bruder, ich hatte das früher nicht, weil, wie gesagt, wir haben zu viel Herz reingetan. Jetzt 20% Herz, 80% Business. Ja, muss ja auch sein. Das mit Leuten, die man nicht kennt. Genau, weißt du musst dir mal eine Sache vorstellen, Bruder. Seitdem wir denken können, wir treffen uns mit
Das ist heute noch so, es war vor Jahren so, es ist jeden Tag so. 10, 15 Leute sitzen mit uns am Tisch, keiner zahlt die Rechnung. Wir zahlen immer die Rechnung. Egal wo wir sind, wir zahlen die Rechnung. Egal was es geht, wir zahlen die Rechnung. Egal wer Geburtstag hat, die teuersten Geschenke kommen von uns. Egal was ist, wir tun am meisten Input rein. Weißt du, was ich meine? Wir sind dafür bekannt. Jeder weiß das. Egal wer mit uns am Tisch sitzt, der zahlt keine Rechnung bei uns. Es ist einfach Fakt. Verstehst du, was ich meine? Wir lassen keine Rechnung bezahlen. Das ist einfach so, wie das ist. Egal ob ich da sitze, egal ob meine Brüder da sitzen. Es ist immer so, keiner bezahlt die Rechnung. Und die Leute sind das schon gewohnt. Versteh mich nicht falsch. Wir gehen mit 10 Leuten Steak essen, die Leute wissen schon, wer bezahlt. Ja. Weißt du, ich meine? Und ich brauche nicht sagen, was bei 10 Leuten Steak, was es am Ende kostet. Weißt du, ich meine? So. Und mal abgesehen so von solchen Dingen, so. Bruder, nicht falsch verstehen, ne? Es gibt viele, also das ist nur damit gemeint, dass wir kümmern uns um unsere Umgebung. Guck mal, dass also du nicht, verstehst. wir reden die klein oder schlecht. Er meint damit nur, das war unser Ziel schon immer. Dass es uns so gut geht, dass unsere Umgebung und das meine ich auch. Guck mal, ich komme auf den Punkt zurück jetzt, dass du das verstehst, was ich gerade meine. Also egal, wer mit uns ist, er hat keine Probleme in Bezug auf irgendwelche Sachen, wenn wir zum Beispiel essen oder draußen unterwegs sind oder sonst was, weil wir versuchen den Leuten immer das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Unseren Freunden, unseren Leuten, die wir mögen. Weißt du, ich meine? So, dann will ich sagen, mit unseren eigenen Freunden, wenn jemand kommt und sagt, ey Bruder, kannst du das pushen, kannst du mich ein bisschen das, oder kein Problem. Weißt du, ich meine? Wenn ich weiß, dass es jemand ist aus meinem Umfeld, den ich liebe, mit dem ich jeden Tag unterwegs bin, ich mache das aus Gefallen. Poste ich das schon, weißt du, was ich meine? Habe ich schon zig Male gemacht, für irgendwelche Leute was gepostet, was von deren Bruder, seinen Neffen oder was auch immer, von irgendjemandem war da was, und dann habe ich das gepostet, kein Problem. Aber von Leuten, die ich nicht kenne, mit denen ich nie was zu tun hatte, die noch nie bei einem Kampf von mir waren, die noch nie mit mir, mich irgendwie in irgendeiner Weise Support haben, nicht mal im Sinne von irgendwie Geld oder so, sondern einfach so, weißt du, bei meinem Kampf waren, irgendwann mal was Korrektes geschrieben haben oder gesagt haben, ey, ich wünsche dir viel Glück, weißt du, Leute kommen das erste Mal zu dir und verlangen von dir einen Gefallen. Digga, wer bist du, dass ich dir einen Gefallen tun muss? Weißt du, ich meine, ich bin dir nicht schuldig, du bist mir auch nicht schuldig, alles cool. Weißt du, aber komm nicht zu mir und verlang von mir irgendwelche Gefallen, wie die normalerweise, weißt du, was eine Kooperation angehen würde, so. Und das ist ganz witzig, finde ich, wenn Leute mir schreiben, so, ja, ey, ich habe eine Kleidungsmarke, schick dir Sachen zu. Das kriege ich auch da, glaube ich, 50 Mal geschickt oder so, wenn Leute mir sagen, dass sie eine Kleidungsmarke eröffnet haben, wobei ich mir denke, Bruder, die wollen mir einen Pulli zu schicken, Digga, was habe ich davon? So, weißt du? Und nochmal, früher hätte man das angenommen, früher hätte man das gebraucht, weißt du? Aber heute reicht das nicht, wenn du Klamotten schickst. Es reicht nicht, wenn du mein Auto folierst. Es reicht nicht, wenn du mir irgendwie andere Güter Weil, wie schenkst, gesagt, heute haben wir das Geld, heute können wir es bezahlen. Können wir heute bezahlen. Ganz einfach. Verstehst du? Ja. Also ist gar nicht böse gemeint, Bruder, aber wir sind auch nicht so, hier jeder in unserem Kreis weiß das, wir machen nicht für jede Sache Werbung, auch wenn die rentabel ist. Es ist einfach Fakt. Das weiß man einfach. Wenn wir von einem Produkt überzeugt sind und der Meinung sind, es ist gut, es ist keine Verarsche, du verkaufst keine Träume, das ist etwas, was wir auch benutzen würden. Und Mehrwert hat. Dann machen wir das. Egal, ob das ein Parfüm ist, egal, ob das Supplements sind oder sonstige Sachen. Wir gucken, dass es wirklich gute Produkte sind. Und immer Sachen halt, die mit uns zu tun haben. Was ich damit sagen will, es gibt ja viele Leute, die machen für alles Werbung, was sie in die Hand kriegen. Okay? Kennt man, weiß man aus den sozialen Medien, dass es so ist. Bestes Beispiel, Beauty-Produkte, ist gar sehr viel Geld drinne. Wir haben ein geisteskrankes Angebot gehabt letztens. Was habe ich gemacht? Hab geguckt, mir die Produkte angeschaut, habe das weitergegeben an jemanden, der Plan hat davon. Haben die gesagt, das sind solche und solche Zutaten, das ist voll das Billigprodukt, und im Gespräch wurde uns das verkauft als das Produkt. Du hättest gesagt, das ist die neue Halal und alles drum und dran, ne? Auf einmal stelle ich fest, sagen die, ey, guck mal, diese und diese Sache, das ist ein absoluter Müll. So, es gibt so Experten auch im Netz, wenn ihr das Produkt droppen würdet, die würden das nachlesen, weil es gibt so Leute, die extra sich auf so Influencer-Produkte spezialisiert sind, und denen wird dann Sache zugeschickt, dann gehen die online und erzählen darüber was, ne? Und dann das würde voll auf euren Kopf fallen. Aber im Gespräch hieß es, das sind Halal-Produkte, die besten Produkte, Bio und zertifiziert und alles. Auf einmal sitzt du mit so Leuten und du hast gar keine Ahnung von der Materie. Du denkst ja, okay, das sind krasse Sachen, ne? Aber am Ende ist das auf einmal Müll. Aber da geht's ja auch darum, wie professionell bist du. Weißt du, wir sind halt so professionell, dass wir sagen, okay, mal zu, hört sich gut an, was ihr uns hier erzählt, aber das kann uns jeder erzählen. Wir nehmen die Sachen, schicken sie weiter, lassen da mit Leuten sich befassen, die davon Ahnung haben, weil wir haben mit solchen Sachen nichts zu tun. Die geben uns eine Rückmeldung, sagen uns, ob das Produkt gut ist, ob das ein Billigprodukt ist. Die kommen zurück und sagen, ja, das ist ein Billigprodukt. Ja gut, ey, dann vergiss die Zusammenarbeit. Also weißt du, selbst wenn das überzeugend ist, ne? Aber wenn das dann am Ende dann sowas ist,
Und das ist oft der Fall. Ne? Ich rede gar nicht mehr über Casinos oder alkoholische Getränke oder irgendwas, wo du so viel Geld kriegst, wo du wirklich denkst, ey, das könnte mein Lebensstandard verändern, weißt du? Mhm. So ist ja wirklich so, die geben ja geisteskrank viel Geld aus, ne? Aber kommt ja auch nicht in Frage, das meine ich so. Und viele Leute sind ja skrupellos, gerade mit diesen Casino-Sachen und so weiter, das ist ja gang und gäbe überall. Du zerstörst vielleicht, nur wenn das eine Person ist, die da dran hängen bleibt, zerstörst du dem sein Leben. Natürlich. Weißt du, was ich meine? Und eine Person ist, für mich ist das sehr viel, wenn du jemand sein Leben zerstört, der vielleicht Kinder und Frau zu Hause hat, bedeutet das viel für mich. Was ich sagen will, wir achten drauf, dass wir nicht irgendeinen Scheiß verkaufen an unsere Community, weißt du? Und deswegen kommen ja bewusst so viele Leute auf uns zu, weil die uns beobachten und merken, okay, guck mal, die Jungs die vertreten bestimmte Werte, die achten auf deren Umgebung, die achten darauf, wofür die werben, was die machen und die haben eine starke Community. Das weiß man einfach über uns, ne? Und ich bin unglaublich dankbar dafür und auch sehr, sehr, sehr stolz drauf, weißt du, worauf man auch so stolz sein kann, dass man so eine starke Community hat, krasse Supporter hat. Ja, so viel zu Ja, das ist ja da, wo ich auch einsteigen wollte. Eigentlich wollte später zu diesem ganzen Unternehmensding, aber gut, dass wir das jetzt schon mal haben. Diese ganzen Dulatov Brothers und so. Es hat ja eigentlich angefangen mit also ihr seid wirklich hierher gekommen, um das jetzt nochmal chronologisch so ein bisschen zu verfolgen. Dann wart ihr hier, Schule gemacht. Aber ihr seid ja auch so ein bisschen abgekommen auf die Straße, soweit ich das auch mitbekommen habe, wie Islam auch gesagt hat. Gäbe es dich nicht, dann wer weiß, wo jetzt Islam und Tamerlan wären. So. Da hast du quasi als Vorbild das Ganze geprägt. Wie war das so? Wie war das straßentechnisch für euch? Weil ihr seid ja wirklich von Straße zu Businessmännern geworden. Das war ja eine Riesenentwicklung. So von bis. So. Wie war das zum Beispiel bei Stress gewesen, Islam? Hast du oft mal auch Jibril dazugerufen? Oder nie. Hast du dein Ding selber gekriegt? Ich habe noch nie in meinem Leben, das kann jeder bezeugen, ich habe noch nie in meinem gesamten Leben, wenn das einer mir im Gegenteil bringen kann, ich bin heute dabei, meine Hand abzuhaken. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, egal wen, angerufen und auch meine eigenen Freunde nicht zu einem Stress gerufen. Ich habe noch nie in meinem gesamten Leben jemanden angerufen und gesagt, ey, ich habe Probleme, komm mir bitte helfen. Aber soll ich eine Sache sagen? Ich habe nicht einen einzigen Freund, bis auf 2, 3, die es nicht mit Stress zu tun haben, wo das nicht so war. Weißt du, ich habe aber noch nie in meinem Leben das Telefon in die Hand genommen und gesagt, ey, ich habe Probleme, komm mir bitte helfen. Noch nie. Und das ist bei uns im Freundeskreis gang und gäbe, jeder weiß das. Jeder meiner Freunde weiß, ich habe noch nie das Telefon in die Hand genommen und inshallah wird auch niemals der Punkt kommen, wo ich das machen muss. Aber ich bin immer schon so gewesen, wirklich immer schon so gewesen. Ich habe einmal mit meinem Bruder Tamerlan, habe ich eine Sache zusammen gemacht. So, da haben wir das zusammen gemacht. Das war jetzt auch so, da habe ich lieber ihn mitgenommen, bevor ich jemand anderen mitgenommen hätte. Aber sonst, ich habe noch nie in meinem Leben, ich bin kein Fan davon, jemanden anzurufen, wenn ich Probleme habe. Ich habe deswegen auch, ich finde das nicht ich weiß, es wäre nicht schlimm, das zu tun, aber ich habe das zu der Zeit auch nicht als männlich empfunden, jemand anderen für seine Probleme vorzuschicken. Und da ich ja weiß, wie meine Brüder sind, da ich ja weiß, wie ich selber bin, wenn mein Bruder mich zum Beispiel anrufen würde und sagen würde, ich habe Probleme, dann würde ich ja nicht dahin kommen und hinter ihm stehen. Weißt du, was ich meine? Ich würde ja vor ihm stehen. Weißt du, und ich bin nicht der Typ Mensch, oder besser gesagt, keiner in meiner Familie, weil keiner meiner Brüder hat mich jemals angerufen und mir gesagt, ich habe Stress, komm mir helfen. Weißt du, wenn ich mitbekommen habe, dass mein Bruder Stress hatte, war das, weil ich das von anderen Leuten mitbekommen habe. Weißt du, warum? Weil die Leute, die mit meinem Bruder gegangen sind, die wussten dann auf jeden Fall, okay, ich muss auf jeden Fall den anderen Bruder Bescheid sagen, weil wenn hier irgendwas passiert und der andere Bruder mitbekommt, dass er hier nicht hingerufen wurde, dann habe ich auf jeden Fall Probleme. So. Ja, so war das auf jeden Fall immer. Also es war nie so, dass wir uns gegenseitig angerufen haben. Es war immer so, die Leute um uns herum haben angerufen und gesagt, ey, komm mal hier, dein Bruder hat Stress oder hier, der und der hat Stress. Im Gegenteil, man versucht ja sich immer wegzuhalten von, weißt du? Ja. Man versucht selber alles immer zu klären. So. Ich dachte, vielleicht hat dein Ruf vorausgeeilt. Ja, das war ja oft genug der Fall. Hat auch oft genug das Ding war aber immer, du musst dir vorstellen, ich bin damals rausgegangen, habe ich auch schon mal in einer Folge erzählt, ich wollte meinen eigenen Namen machen, ich wollte meinen eigenen Ruf machen, weißt du? Und es gab auch Leute, die ihn nicht kannten dann, weißt du? So, weil er war auch so, irgendwann hat er sich auch zurückgezogen. Weißt du, irgendwann ist er auch so ruhiger geworden und so, hat er dann nicht so, aber du musst dir vorstellen, die Leute hier, das ist so, Düsseldorf ist wie, von Nordrhein-Westfalen zumindest, alle Leute. Wir sind auch zu viele Jahre Unterschied, ne, so gesehen. Aus Dortmund, aus Essen, aus Köln,
weißt du, aus Recklinghausen, alle Umgebungen hier Solingen sammeln und sich so, ja. alle in Düsseldorf. Weißt du, ich meine, alle sammeln sich in Düsseldorf, alle kommen in die Stadt, weißt du, alle hängen hier ab, alle kacken hier ab, alle machen hier Ding. Und dann treffen sich so viele Städte aufeinander. Die kommen mit 10 Mann, die kommen mit 10 Mann, die kommen mit 10. Am Ende weiß gar keiner, wer ist. Die haben Streit mit dem, die haben Streit mit dem, weißt du. Und das war halt immer so eine Sache. Und natürlich werde ich jetzt nicht bei irgendeinem Streit, denn ich habe meinen Bruder anrufen und sagen, ey, komm mal kurz hier zu hier, hilf mir in der Stadt. Ich weiß ja, worauf ich mich einlasse, weißt du. Und ich habe in meinem Leben ekelhafte Situationen auch gehabt, so. Habe trotzdem noch nie daran gedacht, meinen Bruder anzurufen und zu sagen, ey, komm, hilf mir mal oder so. Also jetzt nicht Jibril, und was mit Tamala? Hast du Tamala mal dazu gerufen? Nein, Tamek war immer mit mir. Okay, so. Das gab, wie gesagt, diese eine Geschichte ist passiert, so, die habe ich mit meinem Bruder Tamek zusammen dann gemacht. Das war aber eher so eine bisschen für uns beide eine bisschen persönlichere Sache so, und dann haben wir beide das zusammen gemacht, zusammen geklärt. Und sonst, es war immer so, es gab Stress, es gab Theater, ich wurde angerufen, ey, ich hab Theater, kannst du kommen? Okay. So, direkt, klar, kein Problem, so. Also ich muss dazu sagen, ich habe das vorhin den Jungs auch erzählt, Bruder, das ist ein Phänomen, ne? Du musst dir vorstellen, die Leute wissen, also wo wir stehen gerade und dass wir gar nicht sowas gebrauchen können. Aber glaubst du mir, Bruder, wenn ich dir sage, dass die Leute uns anrufen, heute noch, egal ob die sich mit Pizzabäcker gestritten haben, weil die gerade Pizza bestellt haben und die haben Streit mit denen, der ist mit Messer auf die los, wegen diesem Palaver rufen die uns an, und die rufen uns an, wenn Familienstreitigkeiten sind, wo die Leute aufeinander schießen wollen, wo gar nicht ein Fremder was verloren hat. Also, verstehst du die Parallelen so. Die Parallelen, wie krank und wie weit das geht? Ja. Es ist bis heute so, und ich habe gar keine Lust auch darauf. Ich will einfach nur, dass wir hier in Frieden leben, Leute deren Probleme selber klären, und wir unser Leben leben, ohne für irgendjemanden Onkel zu spielen oder großen Bruder oder sonst was. Wir haben eigene Probleme. Weißt du, was ich meine? Wir sind in einer anderen Position. Ich möchte nicht mehr, dass meine Brüder irgendwo hingerufen werden. Ich möchte selber auch nicht gerufen werden. Aber ist bis heute der Fall. Und manchmal, egal wie sehr du es nicht möchtest, du gehst teilweise rufen dich Leute an, du gehst mit Hass dahin. Weil du einfach dir denkst, okay, das ist Kindheitsfreund. Weißt du? So, und ich will einfach nicht. Warum? Die Leute gehen hin und machen sich Palaver, Stress mit irgendwelchen Leuten. Dass sie meistens nicht selber für nix, und was sie auch und nicht haben tragen nichts zu können. verlieren. Ja, und dann haben die auch nichts zu verlieren. Aber, Bruder, wir haben uns zu viel aufgebaut, um jetzt immer noch in irgendwelchen Straßendelikten. Das Gute ist ja, wir sind ja jetzt komplett so, was das angeht, so kennst du, mittlerweile ist es auch, okay, man hat Telefonnummern geändert, hin und her. Man ist halt mehr nicht erreichbar, also weniger erreichbar für die Leute so, und deswegen ist es jetzt auf jeden Fall viel stark zurückgegangen, aber es kommt immer wieder mal vor, weißt du, hat auch Kerem letztes Mal erzählt, ich war mit denen in Berlin, habe ich einen Anruf bekommen, ey, ich habe hier Stress da und da. Ja, hat er erzählt. Wenn das so eine Sache ist, wo du denkst, okay, ich kenne beide Parteien so, man kann das jetzt schnell fixen, ohne dass die beiden aufeinander jetzt schießen müssen, dann macht man das einfach, weißt du, wenn man denkt sich, komm, Bruder, was willst du jetzt da? Ja. Also wenn ich mich jetzt nicht einmische im Sinne von, dass man das irgendwie klärt, weil man halt beide Seiten kennt und beide einen respektieren und mögen, kann man das halt schnell klären. Wenn man sich jetzt nicht einmischt, läuft man halt der Gefahr entgegen, dass die beiden halt, jemand, der Kerem sagt, scheiß drauf, die sollen nicht erschießen. Weißt du, ich meine? Kannst du einerseits aber auch nicht machen, Bruder, weil du kennst beide Seiten und denkst dir, weißt du, so, wenn Kerem jetzt beide Seiten kennt, wird der Kerem auch sagen, ja Bruder, geht nicht. Weißt du, ich kann mich nicht da raushalten, am Ende die schießen aufeinander. Ja, auf dem Motto, wenn du schlichten kannst, schlichtest du es. Verstehst du, was ich meine? So, das Ding ist aber auch, du musst dir vorstellen, manchmal rufen Leute an, wie mein Bruder Jibril schon sagt, und da auf einmal ist ein Familienstreit. Weißt du, ich meine? So, irgendeiner hat was mit irgendeinem von seiner Schwester und so, und dann ist da auf einmal so ein Palaver, Digga, versteh mich nicht falsch, aber ich habe sonst gar nichts verloren. Ja, natürlich. Weißt du, ich meine, ich gehe nicht irgendwo hin und sag dem, ey Bruder, verzichte mal auf das und das. Verstehst du, geht nicht. Weißt du? Und dann dementsprechend, ich halte mich da raus. Weißt du, und sag, Bruder, so, das sind Sachen, kann sich kein Fremder einmischen, da musst du dich gerade machen dafür. Und genau aus diesem Grund, wegen solchen Sachen, will ich einfach nur, dass wir gar nicht mehr hier sind, komplett, weißt du, immer pendeln. Im Idealfall, Islam geht bald nach Amerika, dass wir zwischen Amerika, Dubai und hier sind, so wäre ideal. Weißt du, so, dass man nicht vor Ort ist die ganze Zeit, um für andere Probleme zu klären, sondern dass man nicht mehr wirklich, gar nicht mehr greifbar ist.
Also das ist so verstehe. Ziel für mich, weil für mich, ich bin schon viel ruhiger, weißt du, auch ist auch nicht mein Ziel. Ich habe ja dir auch letztens gesagt, ich will kämpfen, nicht weil ich bei Octagon vor 20.000 Zuschauern kämpfen will oder sonst was. Ich will einfach kämpfen, Bruder, weil ich diesen Sport liebe. Weißt du, ich habe diese eine nervige Verletzung, die mich jahrelang verfolgt. Aber wenn ich jetzt wieder in den Ring steige, so, dann mache ich das nur für mich, weil ich einfach mag, mich zu messen und will Spaß dabei haben. Es ist keine, wie sagt man, oberste Priorität für mich, in aller Munde zu sein und krasser Star zu werden, weißt du. Aber bei den Jungs ist das schon so der Fall. Die haben so einen Hype und die sind gerade, Islam ist bei 20%, Tamerlan ist bei 10% von seinem Potenzial. Die müssen hier weg, Bruder. Hier, ich kann die nicht hier lassen und ruhig schlafen, weißt du, wenn die hier sich so bewegen. So, das ist auf jeden Fall jetzt das große nächste Ziel, Okay. diese Lebensumstände zu schaffen, in denen man komplett sich von der Straße distanziert. Es gibt Leute, von denen, die gehören einfach zu dir, so, du bist einfach da, aber du weißt, was ich meine. Das sind natürlich einfach diese Menschen, die nicht sein müssen in deiner Umgebung. So, und dieser Stress, den du nicht gebrauchen kannst. Ja. Okay. Ja, da würde ich dir halt recht geben. Also wenn du halt genau diese Schiene fährst und sagst, so, du willst dich einfach von diesem ganzen Negativen distanzieren und wirklich deine Ruhe für dich haben, dann gehst du auch einfach deinen Weg und sorgst auch dafür, dass deine Familie dasselbe tut. Ne? Ja, absolut. So, vielen Dank bis hierhin, Jibril, ne, für deine Offenheit und auch dir natürlich, Islam. Du hast ja gesagt, Islam, du wärst wahrscheinlich auf einer ganz anderen Schiene gelandet, als wo du jetzt aktuell bist, aufgrund dessen, weil dein Bruder einfach so streng mit dir war. Ne? Ja. Gerade was dein älterer Bruder ist und du einfach hin und wieder mal Schläge bekommen hast, einfach damit du nicht auf die schiefe Bahn gerätst. Du, Jibril, hast gesagt, dass du einfach in dieser Position bist. Du bist in diese Position als großen Bruder, als verantwortungsbewusster Mensch reingeboren. Du hast es dir nicht ausgesucht. Du warst einfach da und du musstest deine Rolle leisten. So. Was wäre jetzt, wenn Jibril ein Einzelkind wäre und er hatte gar nicht diese Verantwortung? Wo wäre Jibril jetzt? Ich hätte bestimmt schon auch mit 18, 19 Lambo geholt. Wäre einer der abgefucktesten Drogendealern hier. Irgendwie sowas, denke ich mal. Weil wenn du keine Verantwortung hast, du bist in einem sozialen Brennpunkt aufgewachsen. Ich muss sagen, dazu hier niemand gehabt. Ich war alleine hier. Die Leute, die aus Rat kommen, wissen, dass ich da, ist nicht schön so zu reden, weil ich jetzt, sage ich mal, nicht mehr so bin. Das war damals, aber damals habe ich jede Menge Leuten die Fresse poliert. Die Menschen wissen das auch dort. Auch Menschen, die da viel zu melden hatten. Und vielen wiederum auch nicht gemacht, weil ich mir dachte, ey, guck mal, du bist jetzt alleine hier, du hast kleine Brüder und manchen Konflikten gehst du lieber einfach aus dem Weg, weil nicht, weil ich jemanden ernst nehme oder so, sondern weil ich einfach mir denke, okay, da sind so viele Leute und du hast kleine Brüder, nicht, dass denen was passiert, weißt du? Und da musste ich schlauer handeln. Und bin deswegen manchmal auch bewusst auf eine Sache nicht eingegangen oder habe bewusst jemanden nicht, sage ich mal, verdroschen oder so. Nur weil ich wusste, dass es vielleicht für meine kleinen Geschwister was passieren könnte. Müsste nicht sein, aber könnte. Du bist in einem fremden Land, du kennst hier niemanden, weißt du? Ja, klar. Aber ja, wenn du dann das nicht hast, wenn du diese Verantwortung nicht hast und du empfindest keine Angst als solche, dann hast du auch nichts zu verlieren. Weißt du, wie ich meine? So, dann kannst du viel mehr all-in gehen. Okay. Und manche Sachen wurden auch aufgeschoben. ja. Dann hat man sich später, wo wir älter waren, haben wir uns wieder darum gekümmert. Ja, Okay. ja, das haben wir. Aber Okay. ja, auf jeden Fall, ich denke so, und zu der Frage, was der Islam also was der gemeint, genau dasselbe, das wären die jüngsten Brüder, die hier Lambos durch die Gegend fahren, wenn die mich nicht hätten. Ich sag dir die Wahrheit, Ja. damit du weißt, wie du schon gerade gesagt hast, also ne, der Unterschied bei uns ist, bei uns in der Familie, wenn es um Sachen geht, die richtig und falsch sind, hat keiner in der Familie ein Ego. Weißt du, das bedeutet, wenn ich zum Beispiel sehen würde, was mein Bruder Jibril was falsch macht und ich ihn darauf ansprechen würde, hätte er kein Ego damit, wenn ich das in einem normalen Ton sage, natürlich, ne, wenn ich jetzt irgendwie laut werde, natürlich haut er mir die Fresse ein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das in einem normalen Ton sagen würde, guck mal, das und das empfinde ich nicht als richtig, das ist auch schon öfter vorgekommen, gegenseitig immer in der Familie, dass wir Brüder unter uns gegenseitig, wenn einer was falsch macht, sagt man, ey, guck mal, das und das war nicht richtig, so, wir sind alle drei der Meinung, das heißt, es ist so, du kannst nicht allein das ist immer bei uns so, wenn drei der Meinung sind, dass es falsch ist,
dann musst du das akzeptieren. Und manchmal sehe ich das nicht ein, aber 3 Tage später sage ich, Jungs, ihr habt recht. So, manchmal ist das bitter zum Schlucken. Es ist so, wenn jemand, wenn die Jüngeren, also deswegen, wegen der Sache, mit dieser Geschichte mit dem Drogendeal, den ich damals abgezogen habe, ich wusste ja von vornherein, dass diese Sache nicht so schlimm ist, wenn ich jemanden abziehe. Weil ich wusste, er findet das nicht schlimm, wenn ich mich prügel. Weißt du, so, er wollte nicht, dass ich mich prügel und so, er hat mal gesagt, so, mach das nicht, aber wenn es nicht unvermeidlich ist, mach das. Aber zu der Zeit habe ich irgendwie, weißt du, noch mein eigenes Ding noch gemacht, ich war mit anderen Jungs noch unterwegs und so, und dann habe ich das einfach so mitgemacht. Weißt du, wenn Leute, damals habe ich ein Freund kam zu mir und meinte, ey, da ist jemand so, der verkauft Drogen im großen Stil und so. Ich meinte, ich habe kein Interesse, Drogen zu klauen, ich will nur Geld. So, weil Drogen musst du erstmal verkauft kriegen und ich bin kein Drogendealer. Weißt du, ich meine, ich kann keine Drogen verkaufen. Deswegen, wenn der Junge Geld zu Hause hat, dann gehen wir da rein. So, und auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, dann so ist es auch überhaupt erst dazu gekommen. Weißt du, dass diese Sache so aufgeflogen ist, weil meine Mutter hat danach in dieser Tasche Drogen gefunden. Okay, und meine Mutter dachte, in dieser Tasche sind Drogen drin und die dachte, ich nehme Drogen. Verstehst du? So. Okay. Ja. Und weil meine Mutter dachte, ich nehme Drogen, ist das so zusammengeführt, dass es so krass eskaliert ist, dass dann er dachte wahrscheinlich auch, dann okay, ich nehme Drogen. Und dann kam er zu mir, meinte mir, wie du rauchst. Und ich dachte mir so, was für Rauchen so, weißt du, was ich meine? Ich dachte, der tickt und raucht. So, das war so für mich schon fest, ohne dass ich was erkundet habe. Und ich war noch mit 2 anderen Kollegen von mir, mit Mohammed Ali und mit Richard damals. Und mit Richard habe ich das zusammen damals durchgezogen. Und dann hat er mich da verprügelt und so hin und her. Und das Ding ist, ich durfte nicht reden. Er hat mich verprügelt und ich durfte in dem Moment nicht antworten. Und dann hat er den Richard gepackt, mein Kollege, wollte ihn auch verprügeln. Der meinte, guck mal, ich hau dir all deine Zähne raus, wenn du jetzt nicht sofort sagst, was passiert ist. Und der Richard guckt mich an, der ist sprachlos. Der kann nicht reden, weil der weiß nicht, darf er das sagen oder darf er das nicht sagen. Aber er weiß ja gar nicht, dass ich das gar nicht schlimm finde, was ich gemacht habe. Weil, wenn ich geraucht hätte, wäre es schlimm, ja. Wenn ich was anderes gemacht hätte, also wenn ich getickt hätte, wäre es schlimm. Aber ich wusste, ich habe den Typ ja nur abgezogen und ich wollte ja nur Geld mitnehmen, so, deswegen fand ich das weniger schlimm. Also, und ich wusste, sein größtes Problem war, glaube ich, dass er dachte, dass ich rauche, so. Ja. Im Nachhinein guckt er mich an und sagt so, sag ihm, was passiert ist, sag ihm das. Und er sagt so, ja, wir haben einen Drogendeal abgezogen und so. Mein Bruder guckt ihn an und sagt, wie, ihr habt einen Drogendeal? Ja, und so. Und dann meinte mein Bruder, okay, hab mich dann nochmal geklatscht und meinte, mach das nie wieder in deinem Leben. Aber es war für ihn weniger schlimm, dass ich jemanden abgezogen hatte, anstatt dass ich selber Drogendealer und verkaufe und selber, weißt du, rauche und sowas. Und da musst du dir vorstellen, zum Beispiel, da ist mein jüngerer Bruder sogar zu mir gekommen, weil er das mitbekommen hat, meinte, ey, guck mal, mach das nicht und so, das war voll unnötig hin und her, weißt du, und der war jünger als ich. Normalerweise zu dem Zeitpunkt, ich war komplett stur. Weißt du, ich würde mir niemals, weißt du, so, kennst du mit 15, ich dachte damals, ich habe die Welt gesehen. Mein jüngerer Bruder kam damals zu mir und sagte zu mir, guck mal, das ist echt so und so, das war voll unnötig und hin und her, für was, am Ende so, guck mal, du wolltest da Geld raus und du hast nicht mal Geld rausbekommen, so, Drogen rausbekommen, hin und her, stell dir vor, Allah bestraft dich und so, auf einmal bist du so abhängig davon. Weißt du, ich meine, da kann ja passieren, dass Gott dich am Ende dafür bestraft, so, und du dann am Ende abhängig davon wirst, von dem, was du jemand anderen geschadet hast, quasi. Wir sind also immer sehr streng religiös gewesen, auch wenn ich das jetzt nach so einer Geschichte ein bisschen komisch finde, das zu sagen, aber ist halt so. Und ich dachte dann so, ja Mann, du hast recht und so, und weißt du, und das meine ich, in so einem Punkt, so bei uns in der Familie ist es so, wenn einer was falsch macht, die Jüngeren können das immer weißt du, die Jüngeren können das dir beibringen, oder die Älteren können das dir beibringen. Weißt du, du kannst von jedem einen Ratschlag annehmen, weil jeder hat einen klaren Verstand, so. Sullenberg ist so das Herz der Familie. Sullenberg ist so der Einfühlsamste, der erzählt den Leuten, der sagt, und der ist so immer der von allem Schlechten immer negativ sich fernhalten wollte. Das ist auch wahrscheinlich der Einzige, der nie eine Anzeige bekommen hat in der Familie. Aber der Punkt, wo ich sage, selbst wenn wir uns gegenseitig nicht gehabt hätten, unsere Eltern haben uns wirklich gut erzogen. Safe. Und wir haben... und das sagen die Leute immer. Wir sind sehr auch gottesfürchtig. Und dadurch bist du auch automatisch nicht komplett skrupellos. Weißt du, du kannst nicht, du hast auf jeden Fall eine Grenze, wo du sagst, okay, jeder ist da anders, ne? Aber du hast auf jeden Fall diese Grenze, wo du sagst, okay, bis hierhin und nicht weiter. Weißt du, deswegen ist das so, wir haben jetzt vorhin ein paar Witze gemacht, ein paar Sachen gesagt, aber am Ende des Tages ist alles nur halb so ernst. Deswegen, du weißt nie, wie es gekommen wäre, wenn es anders wäre, weil natürlich du vielleicht auch ganz anderen Weg dann gehst. Von vornherein. Ja. Ne? Nee, das stimmt. Also man hat weil wir hatten einen guten, egal wie der Einfluss von außen war, von Freunden oder so, wir hatten immer noch uns.
die miteinander gesprochen haben und so weiter. Mhm. Also es ist, wie gesagt, nicht nur so, dass ich die verdroschen habe. Ich habe denen auch sehr viel, wie gesagt, sehr, sehr oft und sehr viel mit denen geredet auch. Ne? Ja. Also wirklich gesammelt, eingeredet ohne Ende. Also Ja, das ist ja der Einfluss, von dem du vorhin gesprochen hast. Ne? Das, richtig. Ja, vielen Dank auf jeden Fall bis hierhin für die Offenheit, Djibril. Ne? Also es sind ja Danke auch euch. auf jeden Fall nochmal viele und tiefe Einblicke, die ihr uns hier gewährt. Ne? Also auch gerade so in Erziehung, Beziehung, Familie und so. Das wird ja auch nicht jeder einfach so frei erzählen. Deswegen bis hierhin vielen lieben Dank. Kommen wir rüber zu den Zuschauerfragen. Wir haben 2 Stück wieder vorbereitet. Vielen Dank an die Leute, die Zuschauerfragen stellen. Immer wieder in die Kommentare posten. Wir werden auch einen Post machen und darunter könnt ihr schreiben an den jeweiligen Gast, welche Zuschauerfragen ihr habt. Wir haben an Djibril, da haben wir einige Zuschauerfragen an dich bekommen. Ich würde jetzt einfach sagen, dass ich die erste Stelle von, ich denke mal, J. Kalmer 81 oder J. Kalmer 81. Habt ihr vor, auch in eurer Heimat Gutes für die Jugend zu tun, wie zum Beispiel Gyms zu eröffnen? Wir sind jetzt gerade dabei, also wir wollen eine Kette draus machen. Wir haben ja ein Gym schon eröffnet und wir planen weitere. Und der Plan ist auf jeden Fall eine Kette zu machen. Und wer weiß, vielleicht kommt es auch da an eines Tages. Ne? Nur, du weißt jetzt gerade, sind ja Sanktionen. Es ist nicht so einfach, alles, was in Verbindung mit Russland, Tschetschenien ist nicht so einfach mal gemacht. Mhm. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Das wäre auf jeden Fall nicht jetzt das Einzige, womit wir in unseren oder in vielen anderen Ländern helfen wollen würden. Mhm. Wir planen auch eine Hilfsorganisation zu gründen, aber dazu irgendwann mehr. Okay, also sind da auf jeden Fall nochmal was für die Zukunft Safe. geplant und da können wir uns auf jeden Fall auf etwas freuen, ne? Auf jeden Fall, ja. Okay, sehr schön. Dann die nächste Frage, die hat's vorhin so ein bisschen angeschnitten, was du gesagt hast. Und zwar von 777.kevo_. Was war deine Reaktion, als du mitbekommen hast, dass Tamek in Haft muss? Weil du hast ja gesagt, dass du bei ihm so ein bisschen auch versagt hast. Fühlst du das immer noch so oder sagst du, das musste alles so kommen? Ich bin immer... Der hat nicht erfahren, dass er in Haft muss. Die haben das eine Razzia gemacht. Ach, so ist das abgelaufen. Richtig okay. fette Razzia gemacht. Ich habe Alhamdulillah für alles, wie das jetzt gekommen ist. Der ist dadurch, wo der durchgegangen ist der so geworden, wie der ist. Es musste alles so sein. Nichtsdestotrotz, ich wünschte mir, ich hätte ein paar Dinge anders gemacht. Mhm. Ein bisschen mehr aufgepasst. Meine Reaktion war, weißt du realisierst das erstmal nicht so schnell, weißt du? Und wenn du das realisierst, es gibt dir ein Ekelgefühl. Mhm. Das ist sowas wie wenn du dich übergeben musst, aber nicht kannst. Kennst du das? Ja, natürlich. So war meine Reaktion. Das ja. hängt im Bauch irgendwie, ne? Oder Ja, so. weil du dann, Vater ist krank, Mutter ist krank. Du hast 1 Milliarde Probleme zu dem Zeitpunkt und dann kommt das, was du am wenigsten gebrauchen könntest zu diesem Zeitpunkt, weißt du? Mhm. Ja, war auf jeden Fall keine schöne Sache, wünsche ich keinem. An dieser Stelle Appell auch an die Jugend. Lasst die Finger von der Straße, Drogen, schnelles Geld, was auch immer. Versucht wirklich businesstechnisch. Also ich sage jetzt nicht jeden, die sollen nur studieren und Schule machen, weil nicht jeder ist dafür gemacht. Aber versucht, es gibt heute so viele Möglichkeiten, womit man Geld machen kann. Ja. Versucht euch mit diesen Dingen zu beschäftigen, liest ein bisschen mehr und macht was für eure Fortbildung. Vor allem gibt es das heute gar nicht mehr. Es gibt hier in Düsseldorf gibt es keine Straße mehr. Es gibt ja keinen Beef mehr, es gibt keinen Palaver mehr. Aber es ist doch gut. Ich meine, das ist nicht mehr wie früher. Also es gibt gar keine Kinder mehr, die jetzt sagen können, ja, wir sind hier auf der Straße. Weißt du warum? Weil früher gab es Düsseldorf, Derendorf hatte mit dieser Abteilung mit Flingern Stress oder so, Düsseldorf Rad hatte mit einer anderen. Also war damals so ziemlich richtig, asozial. war damals wirklich, es gab wirklich sowas wie Regionen, die miteinander Stress hatten, die sich immer geboxt haben. So, weißt du, was ich meine? Aber das gibt's heutzutage gar nicht. So, das existiert nicht. Deswegen, erst recht, es gibt hier nichts zu holen auf der Straße. Macht lieber andere Sachen. Versucht euch so businesstechnisch euch zu entwickeln oder schultechnisch, macht lieber solche Sachen. Genau. Vielen, vielen lieben Dank für die Worte. Eigentlich hast du genau das vorweggenommen, was ich jetzt den Leuten auch nochmal mitgeben wollte. Das ist ja auch das, was
Islam immer prägt, das, was Kerem immer prägt, bleibt weg von der Straße, macht Das euer Ding ist ja, die Leute Sport. denken jetzt, warum reden die dann darüber und sagen, ja, weil wir reden davon, weil es halt ein Teil in unserem Leben war. Ein großer Weißt du, Teil. bevor jetzt irgendeiner kommt und sagt, ja, die predigen davon, man soll davon fernbleiben, aber selber erzählen sie, dass sie auf der Straße, ja gut, wir waren auch ein Leben lang auf der Straße und das ist auch Teil unseres Lebens gewesen und das war auch immer, ne, wie gesagt, wir haben halt anders gelebt. Ja. Nochmal, wir sind auch in Tschechien groß geworden, wir sind dann hergekommen, waren Flüchtlinge, alles drum. Unser Leben war anders als euer Leben. Also versucht dann nicht euer Leben zu vergleichen mit unserem Leben. Nur weil wir sagen, dass es bei uns so war, heißt es nicht, dass ihr das nachmachen könnt. Erstens könnt ihr das wahrscheinlich nicht mal, die meisten von euch zumindest nicht, weil ihr die Mittel und Wege dafür nicht habt. Zweitens, ne, braucht man dafür auch nochmal viele andere Sachen. Und deswegen, bevor jetzt einer sagt, so ja, aber die predigen davon, dass die auf der Straße waren, ja, waren wir Leben lang und das ist halt part of life von uns so und heute sind wir halt nicht mehr so, ne? Wir haben halt nicht mehr nötig, jeden Tag uns zu prügeln. Heute haben wir es nicht mehr nötig was heißt nicht mehr nötig, aber heute hungern wir nicht mehr so wie früher. Heute geht uns finanziell ein bisschen viel besser, sage ich mal, als früher. Und deswegen, ja, wie gesagt, nur weil wir jetzt darüber reden, wie es früher war, heißt es nicht, dass es heute immer noch so ist. Es ist schon, das Leben hat sich um 180 Grad gewendet so. Und deswegen, man kann über die Vergangenheit reden, es ist witzig, in einigen Sachen, viele Sachen waren witzig, viele Sachen waren gar nicht witzig, auch wenn man das hier so auf lustig erzählt, so viele Sachen waren auch eher gesagt sehr traurig. Und deswegen, wenn wir sagen, haltet euch von der Straße, dann macht das auch und nehmt euch das zu Herzen, weil wir wissen, wovon wir reden. Und ja, so ist es. Jeder, der auf der Straße war, sagt dir das Gleiche, haltet euch von der Straße fern. Weil jeder, der auf der Straße war, weiß, was da ist. Ja. Und da gibt es nichts zu holen, vor allem nicht für Leute mit schwachen Nerven. Dann machen wir uns mal langsam Richtung Restaurant. Ich bin am Verhungern. Glaube ich. Heute war sehr anstrengender Tag. Heute ist Iftar noch, zumindest für alle Leute, die fasten. Ein gesegneten Monat Ramadan. Wünsche ich euch allen. Und ja, wie ich es auch schon in meiner Instagram-Story gesagt hatte, versucht euch aus diesem Monat wirklich das Beste rauszunehmen. Versucht die beste Version von euch selbst zu werden. Versucht so viel wie möglich für die Religion zu tun. Versuchen wir auch jeden Tag. Und ja, so dass ihr auf jeden Fall nach diesem Monat eine bessere Version von euch selber seid. Starke Worte, ich kann auch nur sagen, Abschlussworte. Mann. Sehr starker Abschluss. Ich kann auch nur sagen, ich kann nur stolz sein auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das stehen. Ist kein Problem. Ich wollte mich auch eigentlich nur bedanken dafür, dass du hier warst, Jibril. Danke für die Eine sehr schöne Runde, eine sehr schön lange Runde, aber sehr tiefsinnige Runde, wie ich am Anfang des Textes gesagt habe. Und was ich auch noch sagen kann und was die Jungs auch immer sagen, teilen, liken, abonnieren, auf allen Plattformen streamen. Definitiv. Und einfach, dass der Podcast größer wird und wir einfach immer mehr machen können. Und nochmal letzte Frage an dich, Jibril, oder an euch. Du hast es ja gerade schon an, das sieht man die ganze Zeit im Video. Ist eure Marke, wie ist der Job? Wie ist da der Ablauf? Kannst du da was noch am zu 1. sagen? April werden wir unseren Drop machen, den zweiten Drop von Aretica. Genau, man kann das schon vorher vorbestellen. Ich weiß noch nicht wann, ich denke mal am 20. März kann man schon vorbestellen, 24 Stunden lang und danach am 1. April wird es gedroppt und solange Vorrat reicht, ist limitierte Kollektion. Die nächsten 3, 4 werden erstmal limitiert bleiben. In diesem Sinne, gebt Gas, Leute, und schnappt euch das eine oder andere Teil, ja. Peace. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Streamt das Ganze und vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Eure Smash Brother. Peace out. Peace out. Ciao, ciao. Ciao.